Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch ein herzliches Willkommen an alle, die später auf YouTube hier reinschalten, wie immer. Timecode, für was auch immer wir heute treiben, Lieferdienst, aha. Was auch immer wir heute treiben, gibt es dann später auch in der Info unten in der Beschreibung. So, aber jetzt sind wir auf Twitch. Einen schönen guten Abend, Ron. Hallo, Ryuk. Moin, moin. Schön, dass ihr dabei seid. So, wir machen heute wieder mit dem Groß-Event weiter. Aber erstmal das Übliche. Ne? So, Bennett. Habe ich eigentlich das letzte Mal mein Zeugs vom Schmied abgeholt? Ich weiß es gar nicht. Kurzes Gedächtnis, ich weiß. So. Sieht zumindest gut aus. So. Was abholen hier. So. Was haben wir denn? Letztes Mal konnten wir ja nicht weitermachen, ne? Eine sommerliche Begegnung. Jetzt müsste es aber weitergehen. Genau, Teil 2, Teil 3. Gehe ich mal davon aus, dass das auch schon freigeschaltet ist. Aber wir müssen erstmal Teil 2 machen und dann sehen wir es ja. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal sehen konnten, dass das erst später freigeschaltet wird, nachdem wir es durchgespielt hatten, den Teil 1, oder schon davor. Wir werden es sehen. Gut, nee, aber dann machen wir doch einfach hier weiter. Und das andere, der Lieferdienst, war, glaube ich, einfach nur ein Daily, oder? Ein Jahrmarkt, der die Sommernacht erhält. Nice. Das andere ist alles nichts Besonderes. Na gut, dann müssen wir wohl warten. So. Morgen 8 Uhr. Sprich mit Idia. Okay, wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Wir können direkt rein teleportieren. Okay, gut. Dann machen wir das. So, heute streamen wir einen Tag später als sonst üblich. Aber gestern war es einfach viel zu warm. Da war der Wetterbericht ausnahmsweise mal relativ genau. Und das wollte ich mir nicht geben hier mit den Scheinwerfern und so. Schwitze ich mich ja tot, wenn dann einen Tag später schon alles wieder abgekühlt ist. Da habe ich mir gedacht, streamen wir lieber am Mittwoch. So. Was ist denn das hier jetzt für ein Wasserturm? Hey, Kali and Eula! Oh, Adia is here too! Hey, it's the traveler in Paimon! Ja. How are you? Did you rest well? Meine Müdigkeit ist verschwunden. Yep, this is a comfortable place to rest. I guess that's one thing here that's better than the desert. But other than that, there's not much going for this place. Totschwitzen wäre echt blöd, wir würden dich vermissen. Na, dann, das wollen wir ja verhindern, gerade jetzt. Nicht, dass ihr noch an Einsamkeit zugrunde geht hier. Meine tollen Versprecher missen müsst. Saying things like that isn't going to help, Adia. But it's the truth. The desert is full of terrible memories for me. Being there was like... yeah, like wading through thick mud. Wie ein Haufen Schlamm oder halt Sand, ne? That's a weird way to put it. Actually, if you hadn't mentioned it, Paimon would have already forgotten that this domain is in the desert. I know what you mean. The air here isn't at all like the desert. It's very humid. Almost as if we're in the rainforest. It's a very familiar feeling for me. Everyone looks well rested. If you're ready, we can start making our way to the jungle north of here. Good luck, everyone. I'll be rooting for you. Okay, wir suchen immer noch die fehlenden Teile, oder? Wie war das? I said we, didn't I? No need to say goodbye. Huh? But wait, I'm just the mascot. Ja, das muss mitkommen. You can't back out this time, Adia. The manager of the fairgrounds is waiting to see you. She said Adia is the only person who could help. Hörte ich Jahrmarkt? Yes. Kale and I discovered a fairgrounds in the forest. Ja, sowas findet man halt üblicherweise im Wald. The person in charge of it seems to be a Spotamod scholar.
A scholar? But what's she doing there? Researching the forest ley lines? Oh, I wish there were ley lines here that I could ever study. Anyway, I know who you're talking about. I'd better come along then. Oha. Große Krise im Paradies der Mirage. Okay. Okay, dann haben wir die Bauteile schon letztes Mal gefunden? Scheint so, wenn wir jetzt was anderes vorhaben. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Kurzes Gedächtnis. Es tut mir ja leid. Also wenn ich jetzt die Herausforderung starte, geht das garantiert da hoch, dann triggert irgendwas und dann kann ich es nicht beenden. Wetten? Ja, wusste ich's doch. Jetzt bleibt doch mal in der Nähe. Der haut ja immer weiter ab. Triggert anscheinend nicht, das ist schon mal gut. Ey! Ja, schnell unterwegs. Na also. Potential treasure? All right, curiosity. You win again. Na also. Konnten wir nicht die Laila letztes Mal nicht freischalten, weil ging noch nicht? Haben wir Spuren hinterlassen. Die sind eigentlich sehr speziell. Ja, anscheinend muss ich es einfach durchspielen. Na gut. Hier geblieben. So. Ach so, da triggert gar nichts. Na gut. Wo ist denn hier der Teleport, der da angezeigt wird? Bin mal gespannt, ob wir noch die Gelegenheit kriegen, nochmal auf Jula zu ziehen. Jula ist doch jetzt gerade, genau, im Banner. Wäre nice. Ui, was haben wir hier? Geh weiter zum Wald im Norden. Was haben wir hier? Nimm die Prachtfarbenlinse des Glanzlichtwerfers, um dem Licht seine Farbe zu verleihen. Sobald das Licht in korrekter Farbe auf das Glanzjuwel trifft, wird das Juwel aktiviert, wodurch Schatztruhen entsperrt und Vorrichtungen in Gang gesetzt werden. Aha. Dann setzen wir das mal ein. Peng. Ach so, okay, so einfach. If it doesn't ruin a drink, it is a treasure. Ha, I'm here. Nix versteckt hier? Na gut. Shake it and stir. Everybody stand back! Beg for mercy. Freeze to the core. Eye for an eye. Ah, das ging ja schnell. What
do we have here? Loot habe ich sowieso grundsätzlich zu wenig. So, hier müsste auch ein Teleport irgendwo oben sein. Ah. Aha, aha, aha. Was hüpft denn da? Ein Schweinchen. Wenn du eine Prachtfarbenlinse in den Lichtkegel des Glanzlichtwerfers bringst, deren Farbe sich von der des Lichtwerfers unterscheidet, dann wird die Linse durch das andersfarbige Licht geschmolzen. Aha. Na, das ist natürlich nicht so schön. So etwa? Ich glaube, ich habe die gelbe Linse jetzt geschmolzen. Ach so. Hä? Aber... Aha. Nee. Ah! Okay. Nee. Einfach nur falsch gemacht, die blaue noch zu nehmen. So. At least good luck doesn't Das discriminate meint by mit clay. Schmelzen. Na gut. Finally, someone has arrived. Ja. Sorry to keep you waiting, Maimuna. We've brought Adia with us. Thank you, Kale. It's been quite some time since I've seen you, Idia. To be honest, I didn't think you'd actually show up. If anything, I thought you'd be curled up somewhere crying alone. Hey, you shouldn't be saying things like that. Genau. Doesn't seem to be the first time Paimon's heard someone say that about Adia, though. Seid lieb zueinander. You want to see me cry? Fine. I'll stop crying right here. No, please don't. All right, I shouldn't have said that. Now, who are these two? Ich bin Matsu. And Paimon is Paimon. They're reliable helpers. Lucky for you that I found them. You'd better be more careful about how you speak to them, okay? Of course. Good to meet you. You may call me Maimuna. For the sake of time, we should forego the usual pleasantries. Please follow me. Okay. Einfach hinterherrennen. Hab keine Lust mit euch zu labern. Kommt einfach hierher. Das ist jetzt... Ach, jetzt ist das Gebiet komplett freigeschaltet schon. Ja, letztes Mal war es ja noch nicht komplett freigeschaltet. Da waren doch hier noch... Obwohl, das sieht nicht freigeschaltet aus. Das scheint noch... versteckt zu sein. Mal gucken. Wir werden es schon erfahren. Wow. Look at that huge tent. Amazing, isn't it? Alles eine Frage der I'll have to make Statik. it. What fun would a fairground be without a tent, right? Really? Paimon knew you couldn't be so pathetic. You just act modest all the time to hide your actual abilities. Huh? What is it, Kale? Sorry. I'm not sure if I should tell you. I'm afraid it might dampen the mood. That's not important. Please, just speak your mind. Well, there are lots of vendor booths set up here, but there's no one running them. In fact, there's no one at this fair at all. The truth is, this used to be an exciting and bustling place. But just a few days ago, something happened, and it seemed like... Like, the world was suddenly flipped upside down? Ja, ja, genau. Das hatten wir ja. Deswegen haben wir ja diese Bauteile gesucht. Yes, exactly. Something fell from the central hub into the tent and knocked down the crystal light that was hanging at the top. Ah, okay, wir müssen doch was suchen. Oh, the crystal light. Mm-hmm.
I remember a certain someone said that we should have beautiful lights to celebrate at a fair. But once the light fell, the tent became a complete mess and the Hydro-Eidolons were trapped inside. Just when I was at my wit's end, a man from the Lawrence clan came and offered his assistance. Oh, stimmt, wir suchen ja noch den Cousin. Oder wie war das? Oder doch Cousin, ne? Wait, he offered to help you? Yes, and he refused to listen to any of my warnings. He just walks... Yes? And then? Yeah, don't leave us hanging here. What happened? And that's it. He became trapped inside along with the Hydro-Eidolons. Noch mehr Opfer. Oh no, we have to do something. We can't just leave him there, Maimuna. I know, but the situation inside might be more difficult than you think. You should mentally prepare yourselves. Es ist ein Zelt, es ist ein Kronleuchter runtergefallen, die Leute sind verängstigt. Just talking about it is a waste of time. Since we're already here, let's go and scout out the situation ourselves. All right, this way, please. Kann ja nicht so schlimm sein. Wir räumen ein bisschen auf, nehmen Handfeger und Kehrschaufel und dann ist wieder alles fein. There used to be a large stage inside, but after everything got shaken up, it seems the very nature of the entire place was altered. The lamps and crystal light that were hanging above have all fallen down, which makes repairs near impossible. Wait, so you mean it's difficult to move around in there? Yes, mainly because of the lights. Do any of you have experience being on stage? Once the stage lights turn on, everyone's attention is focused on you. Ja, ja. I can't stand that feeling. Having everyone's attention focused solely on me would just make me feel terrible. Me too! I'm no good at speaking in front of people. And then to have everyone staring at you. Oh, just the thought of it makes me shudder. Sounds like you have some things you haven't been able to let go of yet. Please don't laugh. I'm trying my best to change that, but there are still some things I can't overcome. Like when there's a lot of people around, or when people are staring at me. No, there's nothing funny about that. And you know what? It's not a bad thing to care when other people are looking. That's my opinion anyway. Think about it. Only people who have high standards for themselves would worry about failing to meet others' expectations. Okay, ja gut, so kann man es auch sehen. You have many good qualities, Kale. I bet if you had to learn dance since childhood like myself, then you'd be an even better dancer than me. No way! That would be impossible. I can relate. I know exactly how she feels. Maybe we should find a time for you to learn with me. And one day, you will become an outstanding dancer too. By that time, you'll be so focused on performing your beautiful moves that you'll no longer worry about an audience watching you. Wow. You are so passionate about this that she's practically glowing now. Oha. Rhythmusspiel? Really? You do that? You wouldn't think I look stupid and secretly laugh at me. Natürlich, wir lachen alle heimlich innerlich über dich. You really think I'm that Deswegen kind of sind wir person? hier. Oh, no. Of course not. Alright. Please teach me. Seems there's no need for me to warn you again. Anyway, you just need to open the curtain and you'll be able to see the stage. Na dann. Lichtwerfer drehen. Ah, ich hätte jetzt einfach den Vorhang zur Seite geschoben, aber gut, so geht's auch. Wait, what's that thing in the middle there? That's my crystal light! It's been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember correctly, the stage controls should be somewhere around here. Okay. Da oben. Hä? Was? Erläuterung zur Spielweise Glanzlicht. Ja, ja, kriegen wir schon hin. Ah! Okay. It seems we have to use the colorful lens to make the light change colors.
Ja, gut. Kriegen wir hin. Hallöchen. Hey, komm. Ey. Moment, Leute. So haben wir aber nicht gewettet. Aua! That's one way of shining new light on the problem. Hey, Maymuna, do you happen to know someone named Sino? No, never heard that name before. Why do you ask? Oh, never mind that. Nee. I was just thinking you two would have a lot in common. Back to the situation at hand. We should probably head into the passageway that opened now. Hello? Is anyone here? If you can hear me, please help! Lessig Lawrence? Who are you? Who has the audacity to utter my full name? You sure don't look like you're in any condition to be talking like that. Yep. He's a member of the Lawrence clan, all right. Even though he's hanging on by a thread, he still insists on clinging to meaningless etiquette. You. What are you doing here? Nur um dir einmal auf den Hinterkopf zu hauen. Ansonsten sind wir gleich wieder weg. Mock me, Eula? If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, now you're intentionally trying to provoke me? Of course, you don't have to accept my help. After all, aristocrats are naturally superior and need no help from others. Yes, thanks for the reminder. I don't need help from the likes of you. Okay, ciao, I sind don't weg. think he really means it, Eula. His tone was harsh, but he keeps glancing at you from the corner of his eyes. It's my opinion as the healer that he needs help. Ach komm, lass uns den einfach sitzen lassen. Okay. He's been trapped for so long that it seems he's forgotten how to hold a decent conversation. How ridiculous. Let's go. We'll leave the stage to this person who'd rather save face than save his own life. Hey, no, wait! Halt! You cannot just leave Doch, me siehst here. du doch. We're both of the Lawrence bloodline after all. Helping me when necessary certainly won't tarnish your prestige. If anything, my embarrassing predicament will be overshadowed by your virtuous deed. Ah, We must uphold the prestige and dignity of the family. sicher doch, Kumpel. This is the best reason you could come up with? You think tacking on the word family will be enough to talk me into helping you? You should be ashamed for your careless actions. It's because of you that we all had to come here. Seems everyone in the Lawrence clan is this way. They'll do anything to save face. Obwohl Eula das gesagt hat, ist sie hier, um zu helfen. All right. Looks like it's time for the mascot to step in. Ja, mach einen Spagat oder so. Here you go. One for Eula and one for Lessig. Bonbons? What is this? Candy? Ich bin gut. Thanks. Oh, the smell. It's just like the aroma I smell coming from the lens. Die bestehen aus Bonbons? Yes, that's right. Enjoying something sweet always lightens the mood. Oh, thank you, Miss Mascot. I certainly do feel much better now. So he's willing to thank someone else, but not me. Eula has been worrying about you the past few days and asked me several times regarding how to find you. But now that you two have been reunited, I won't have to keep answering her questions anymore. Oh, I'm so happy. Let me clarify one thing. I don't care what happens to him. If you're going to keep saying nonsense like this, then... Eula will never admit that she actually cares about him. Yeah, you're probably right. If you're going to keep saying nonsense like this, then at least give me another piece of candy. Finde ich gut. Oh, sure. I still have more. Sorry, I admit my mistake. I know I've caused heaps of trouble for all of you. Why couldn't you have just said that earlier? I'm back. Oh? Have you already finished catching up?
Why are you all looking at me? Oh, Nix. nothing. Don't mind us. All right, then let's clean things up here and keep working our way toward getting the crystal light fixed. There's no need to push yourself in your condition, Lessig. I'll take him and find some place for him to rest. I happen to be a little tired myself. Ne, du hilfst. All right. I'll leave my cousin to you then. Ja, Cousin. Okay. You'd better rest up and regain your strength before we settle things, Lessig. Okay, Kristalllampen riegeln. Now, let's see if there's any way to keep raising the platform higher. We probably will need to find a mechanism that's like a lamp. Strange. Is that really the Lessig that I know? You shouldn't always judge people based on the way you knew them before. People change, and people can always make different choices. Oh, look! There's a water droplet over there! A hydroidolin! It must have been trapped in the curtain, but at least it seems to be okay. Aha. Ah, okay. Können wir das jetzt schon spielen? Okay. Ach du Schande. Okay. Nee. Wir gehen nochmal zurück. Da geht's ja gar nicht. Okay. Gibt keinen zurück. Gibt keinen zurück. Dann ist ja alles gut. So, jetzt müssen wir aber das andere Dingsy da auch mitnehmen. Okay. Ach so, damit kommen wir dann rüber. Aha, okay. So hatte ich das gar nicht wahrgenommen. Aber von mir aus. Yeah, it is a magical tent, after all. The inside is much larger than it appears from the outside. Haven't you heard stories with this sort of thing before? So. Oh, another path has appeared. This should be the last level. Yes, don't worry. We're almost to the top of the tent. The last thing we need to do is raise the crystal light to the very top of the tent. After the stage collapsed, I realized that having it raised only halfway makes it look a lot like the stage at the Grand Bazaar. Have any of you visited the Grand Bazaar before? Ja, schon. No, I haven't. I have. I've gone there a few times with Master Tainari. The place is bustling with all kinds of vendors. And if you're lucky, you can see Nilu perform her dance. Oh, a dance from Sumeru? I'd like to see that myself. If only it were on the way back, then we could stop there. It doesn't matter if it's on the way or not. I would be happy to take you whenever you have time, Eula. Great. Oh. I'll take you up on that offer. Da entsteht eine schöne Freundschaft. Wir waren... Now that Paimon thinks about it, we've already been there more times than Paimon can remember. Ja, doch schon ziemlich Really? öfter.
My father used to help with festivities at the Grand Bazaar and would always give me candy during the events. I was just a kid and didn't understand anything. I was happy as long as he gave me some candy. To me, fairs and festivals were the best things ever. I always thought my father was amazing and wanted to be just like him when I grew up. But aren't you a scholar in the academia, Maimuna? As far as I know, scholars seldom could spend time doing anything but research. I doubt you could have time to assist your father in preparing festivities. Naja, vielleicht ist er nicht mehr da. Yeah, seems you read me like a book. When I had the choice between becoming who I wanted to be and who my parents wanted me to be, I ended up choosing the latter. But I was never happy about it. Huh. That's almost the exact opposite of Eula's situation. You must have already realized that. Why else would you set up all the booths here and make this place like a fairgrounds? Yes, but I'm still not as happy as I imagined I would be. I realized ist auch noch that nicht viel attending a los. fair and running a fair are two completely different things. Das außerdem, ja. The main reason my childhood was so fun and carefree is because my family worked hard. But my father knew how difficult and tiring running a fair could be, so he wanted to push me towards academics. But in the end, I didn't do well in either. I gave up on myself and resorted to investigating ley lines in the desert. Some things happened, and then I accidentally ended up here. I finally had a chance to make my wish of running a fair come true. But after seeing everything come crashing down, I feel like I've lost the strength to go on. It's not as bad as you make it out to be, Maimuna. No need to feel so down. You have the courage to change, and you've been actively guiding us on this journey. Someone who's given up on themselves could never do these things. Oh, Kale. I understand my situation better than anyone. You don't need to try to comfort me. It's not that I'm trying to comfort you. It's just that people sometimes don't realize that their actions speak louder than words. Believe me, this is something that I learned from my time together with Eula. Oh? What are you trying to say? Oh, nothing. Now, let's get that crystal light fixed. All right. Gut, wieder die Lichter wegdrehen. Okay. The colored pieces of the bolt have melted. Yes, the lens is made of materials that are easily melted by light. Is it me, or do I smell something sweet here? Okay. Das ist interessant. Ich darf damit nicht durchs Licht laufen. Also hier lang geht nicht. Ah, okay. Dann müssen wir es anders machen. So. Jetzt können wir nämlich hier lang laufen. Es wird geschmolzen, wenn wir durchs Licht laufen, aber es wird nicht geschmolzen, wenn wir es ins selbe Licht in diese Halterung einsetzen. Na, von mir aus. Die Logik erschließt sich mir nicht ganz, aber wir nehmen das jetzt so als gegeben hin. Oh Gott, oh Gott. Wieso konnte ich denn nicht richtig hochspringen? Naja. Nee, ich will... Was? Interessantes Spielzeug. So. Good. That should do it. Nice. Und jetzt? Jetzt gehen wir wieder raus. Ah. Ah, oh schön.
Wir kommen raus. Das ist schön, dass sie rauskommt. Oh, I was starting to wonder what was taking you so long. But don't worry, Lessig is recovering well. I'm pretty good at taking care of people. Seems I found another good thing about myself. I don't know if I should be worried for him or happy for her. The shadow. It's massive. Wait. The shadow just now. It's... Hast du die falschen Bonbons gelutscht, mein Lieber? Seems he still might need a little more time to recover. Tell me, did everything go well for you all? Of course. With a team like the Traveler, Paimon, Kale, and Eula, they're at least 40 times more reliable than you ever. Only 40 times more reliable? That means I'm still pretty good then. Okay, schön, dass du das so siehst. I guess it's impossible to feel like you've lost once you've already given up. I'm a little concerned about how comfortable you are with that. Huh? What has happened? How did I get outside of the tent? Ah, that's right. I remember meeting Eula, and then... Oh, you're awake now. Don't worry, that's just a side effect of your treatment, Lessig. Naja. I'm afraid I still feel a little disoriented. Wie hat sie ihn denn behandelt? Ja, das frage ich mich auch. Lessig Lawrence. Oh, it's you, Eula. All right, I'll do it. I'll come back to Mondstadt with you and abandon my wild efforts to restore the Lawrence clan. Interesting. Now you want to talk. Seems like you've had a change of heart. In that case, maybe you'll be able to explain everything in detail for us now. I admit it, yes. I came here in hopes of finding a way to restore the Lawrence clan to its former glory. It was a long journey, and I didn't always know the way. I passed through Liyue and Sumeru. There was even a time when I lost my wallet and had to live in the wild. Armes Tuk-Tuk. But the peculiar thing is, I realized that nobody knew me out there. And not a single person even cared about the Lawrence clan. You and I are like glass pawns that were raised in shackles. We were taught to act like nobles, but outside the walls of our home, the people of Mondstadt despised us. Such pompous, hateful, and stubborn teaching. It all culminated to making us cling to the old aristocratic dogma in an attempt to maintain our pride. It's like a never-ending game of tug-of-war, but it is meaningless. You understand. Or I should say, you have already long understood. But I'm afraid that I have only just realized this. Paimon sorta understands what Lessig is saying. Everything he said is true. Your family is probably unaware that you've already changed how you see things. Naja. Yes, this has all happened. Naja, das ist ja recently. auch relativ After kurzfristig coming to this geschehen. domain, I realized the Mondstadt that I want is one where not everyone fears me. All that I and many other members of the Lawrence clan long for is a place where we can live peacefully with others. Lessig, both you and I never had anything to do with the glory of the Lawrence clan. That is all in the past. We're just ordinary people. I originally planned on returning to Mondstadt after taking care of things here. I never thought you would come here. I was completely shocked, which is why I reacted like I did. See, people can always make different choices. And it seems that Lessig has also chosen to become someone he truly wants to be. Yes, about that. I'm afraid I haven't quite found my own purpose in life yet. That's all right. Being able to clearly choose between becoming who you want to be and who your parents wanted you to be is already a step in the right direction. How to find true happiness is probably one of the most difficult research topics of all. I have a suggestion for you, Lessig. Why don't you return to Mondstadt and tell your parents what you just told us? They'll probably try to tear me Ich wollte limb gerade from sagen, dann limb. gibt's Prügel. What about you? Did you ever tell your family about what you think? This is something that I've been thinking about, too.
Perhaps the two of us can sit down with the rest of the clan and discuss it with them. Klingt doch nach einem Plan. The Lawrence clan is just like this stage. It was once home to glorious performances, but those days are now long gone. She's so solid and tough, but also clear and open, like an ice cube. Is that why she's able to dance anytime and anywhere she wishes? Are you all done talking now? Yes, I think so. By the way, that is for you. Please take it. I found it on Lessig earlier. Noch ein Bonbon? Nee. Oh, Was ist das? it's one of the missing components. Ah, okay. Wait, so you had it all this time? Why didn't you give it to me earlier? Well, you didn't ask. Äh. All right, I admit it. I forgot about it. Na super. Okay, we'll let the traveler hold on to it for now. Wait, this looks like... It looks pretty familiar. Have we seen one of these before? Das ist eine Bonbonschachtel. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ah, right. I also bought a similar box at the last festival. Yes, people often use this kind of box for candy at festivals. This was one of the materials originally used to create the tent. Aus Bonbonschachtelpapier? But Okay. now that the tent has been repaired, we no longer need it. Eating the candy from the box as an adult will never be as delicious as it was when you were a kid. But if you really think about it, there are way more things you can eat as an adult. Ah, so when it comes down to it, eating candy is sort of like life. It's just another choice. So, as of now, we've already collected 3 of the missing components. Only 1 more to go. I'm sorry that repairing the tent took so much of everyone's time. You should all head back and have a rest. Ow. Okay. Zurück. Mal teleportieren, oder? Ja. Und hier ist jetzt... Ach so, jetzt sind aber die Wassergeister hier überall. Okay. Ah! Hätte ich fast verpasst, wenn ich jetzt teleportiert hätte. Ah, der kriegt's nicht auf, aber... Da hinten ist so eine Lampe. Können wir die drehen? Ich hatte jetzt gedacht, ich könnte die Lampe hier drehen. Aber anscheinend nicht. I'm flying. Kann ich die hier drehen? Nö, die strahlen alle in die Luft. Was haben wir denn da? Kommen wir da hoch? Irgendwie kommen wir sicher da hoch. Ah, jetzt. Zack. Was bringt's uns? Ich zeige es dir. Was zeige ich ihm? Nu komm. Tada! Ah! If it doesn't ruin a drink, it is a treasure. Aber ich will doch eigentlich da... I'm flying. Ich will eigentlich das gelbe Licht hier. Oder zumindest die Linse rausnehmen. Aber ich kann nichts machen. Hauen kann ich es auch nicht. Ich kann ihn auch noch nicht mehr ansprechen. Vielleicht muss ich die anderen hier mit einer gelben Linse bestücken. Die zwei beiden. Die zwei beiden, genau. Eine Truhe. What do we have here?
More speed. Party! Vielleicht soll ich doch nicht rüber teleportieren. Oh, da geht's hinten runter. Da haben wir noch eine Truhe. Kann man nämlich hier noch ein bisschen einsammeln. Hallo, ihr drei. Guten Tag. So, welchen muss ich jetzt auswählen? Wonach wird genau gesucht? Okay. War das richtig? Ach so, der mit dem rosa Ding soll gewählt werden. Okay, mit dem rosa Blümchen. Dann ist es der hier, oder? Hä? Okay, passt schon irgendwie. So, du links. Okay. Der in der Mitte. Okay, sind wir fertig? Wir sind fertig. I can put these to good use. More speed. Was ist los? Was sind noch? Collectibles. Oh. Ah, einen. Ach du meine Güte. Da hinten ein, weiter unten. Nee. Da drin? Ah, da. Okay, Spiel starten. Was soll ich damit zerschießen? Aha. Juhu! So, und dann noch einer hier oben. Hä? Ich war doch schon da oben. Ich war doch schon da oben. Habe ich den verpasst? Weiter hoch. Vielleicht. Nee, jetzt müssen wir runter. Ah! Tada! Na fein. Wissen wir immer noch nicht, wie wir die Farbe ändern. Naja. Okay. Nach unten. Und jetzt? Soll ich eine Arschbombe machen oder was? Können wir tun. So vielleicht nicht. Das ging aufs Steißbein. Aua. Aha.
At least good luck doesn't discriminate by clan. Aha, na gut. So, und hier geht's wieder zurück, hoffe ich jetzt mal. Ach Gottchen. Mal schauen, ob ich noch genug Urgestein zusammenkriege. Da hinten. More speed. Kann ich auch nicht mehr drehen. Okay. Was ist? Was denn? Hab dich gefunden. Nicht schummeln. Ach Gott, da hat aber jemand keine Lust gehabt. Können wir hochklettern? Naja. Okay, so geht's auch. Ist noch eine Truhe. Crush! Peng. Wer will noch? What do we have here? So, und da oben war noch eine Lampe. Ja. Shut up! Okay. More speed. Ah, okay. Nein. Ach so, kann nichts einsetzen. Hm. Aber die muss ich doch irgendwie aufrichten können. Also wenn die so nach unten leuchten, bringt mir das ja gar nichts. So, das wäre natürlich auch eine Methode, da was reinzusetzen, aber... Also es wäre auch eine Möglichkeit, die da oben reinzusetzen, aber... Bringt mir das was? Time to Ach, scout. Mann! Ach so! Ah! Die werden aufgerichtet. Der hier wird zumindest aufgerichtet von der... Ah, okay. Aha. Das können wir jetzt auch nochmal in Gelb machen.
Müssen wir es in der richtigen Reihenfolge machen. Hä? So, jetzt, Moment. Oh, Mann, ey, Jula, halt dich doch einfach fest. So. Zack. So, jetzt muss ich die nur noch hier reinsetzen. Okay, passt. So. Ha! Voll gut. At least good luck doesn't discriminate by clan. Voll gut. So. Da ist noch eine Truhe da hinten. Ach, viel zu früh. Look at you, Boozhound! Power that ended vital. Schön hier dich Loot. I can put these to good use. So, wie sieht's denn hier aus? Ah, 3 fehlen noch. Und wie viel muss ich für... Okay, für das Kostüm muss ich noch ein bisschen mehr sammeln. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. More speed. Ja, wir teleportieren mal jetzt. So. Ach stimmt, die hatten wir ja auch noch dabei. You're already here! Oh, you're back. I trust your adventures to the forest went smoothly? Yep, you could say that. How about you? Well, I suppose it's time I told you that as the divine priestess of Watatsumi Island, I shouldn't actually be here now. The truth is that a relic known as the Shinro casket was lost from Watatsumi Island long ago. But recently, an orb matching the relic's description suddenly began emitting light, almost as if it was guiding people to it. Also bist du hier, um die zu suchen This is what und... led me to find the relic's whereabouts. Also bist du hier, um die zu suchen und nicht, um deinen Horizont zu erweitern. I wasn't lying when I said that. Goro has often told me that sitting at home reading light novels is not the best of practices, and that I should try to get out more. As I made my way from Watatsumi Island to Sumeru, I enjoyed a variety of breathtaking sights. It really is a beautiful nation. I even stayed in the rainforest for several days. I was surprised to find that the relic had ended up in the desert. I knew it was somewhere here, but I still couldn't pinpoint the exact location. Though I feel that Idia was not intentionally trying to hide anything from us, this domain does have plenty of secrets. I'm sure you've sensed that too. Es gibt da wirklich ein paar seltsame Punkte und Idia wurde von Zeit zu Zeit plötzlich sehr beschäftigt. Und das hat auch mit Alice zu tun. Now that you mention it, a lot did happen today. Wir haben auch Klee noch gar nicht getroffen, ne? I see. When you found Lessig, did you also happen to find any clues related to this domain? Scheinbar nicht. I'm afraid that he was caught up in his thoughts and didn't pay attention to his surroundings. Actually, before the world was flipped upside down,
This domain didn't look anything like this. Hey, everyone! Oh, I hope we're not interrupting your conversation. It's all right. You two did a lot today. Care to join me for a cup of tea? Sure! That would be perfect. Eula and I just made some snacks. Turns out Idia has a cooking stove and oven. Seriously, why didn't she mention it earlier? Oh, so did you make us some moon pies? No, I made something called storm crust pie. You should try one, traveler. Stürmische Calzone. And I made some pita pockets. You can try some, Kokomi. It should taste great with tea. Sorry, I should call you General. Oh, I would be happy to try some. By the way, Eula, how's your cousin doing now? Oh, him. You would never guess, but he's busy over by the oven now. Okay, was macht er beim Ofen? Kochen? Ach, das war's schon. Na, guck mal. Okay. Aha, aha, was kommt? Oh, wie süß. Krokodile, Kanonen, Wasserschlacht. Als du und Paimon euch in eine gefährliche Gegend verirrt, entdeckt ihr einen speziellen Ingenieur, der an einem Gerät bastelt, das ziemlich bemerkenswert zu sein scheint. Okay, das sind wieder so die ganzen Minispielchen. Oh Gott, wie süß. Die Kicherfuchs-Patrouille. Entfesselte Sohlen. Bing-Bang-Zwitscherball. Und ich dachte, wir müssten diesmal nicht so viel abfrühstücken, weil das alles schon in der Story verbaut Aristocratic ist. etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart. But even I don't take them that seriously. Ganz, ganz, ganz viel. Ja, ist ja gut. Fertig? Okay. Hallöchen, Komma-Dieb. Ich will nicht wissen, was das mit dem Messer heißen soll. Dass du mir ein Stück Kuchen abschneidest, hoffe ich doch. So, okay. Wir können jetzt also entweder... Das ist mein Nutella-Messer. Na dann! War ich ja schon nah dran. Dann gucken wir uns doch erstmal die Attraktionen einzeln an, würde ich sagen. Und dann können wir die sommerliche Begegnung weitermachen. Es sei denn, sie triggert jetzt irgendwo mal aus Versehen. Aber... Ach du meine Güte. Fantastische Spielzeugkönigin und Kicherfuchs. Bei einem Spaziergang durch die Mirage findet Paimon und du eine Händlerin in Bedrängnis. Vielleicht bekommst du seltene Belohnungen, wenn du ihr zur Hilfe kommst. Ja, warum nicht? Ah, Pflaster drauf und alles ist gut. Ich hätte jemanden anheuern sollen, anstatt selbst zu gehen. Es ist nur der erste Test und ich muss schon Berge überwinden. Ich verdiene was Besseres. Geht es dir gut? Du klingst sehr erschöpft. Matsu, sie sieht völlig fertig aus. Machen wir ihr etwas zu essen. Frittierte Rettichbällchen. Und ein Steak. Naja, ich fühle mich wie neu geboren. Nicht schlecht gekocht. Leider war die Qualität der Zutaten und Gewürze nicht die beste, was zu einer trockenen Textur der Speise führte. Grüße aus der Mastodon-Twitch-Bubble. Folge dort dem Hashtag und freue mich immer, wenn sich mal ein paar Streamer ein bisschen aktiver zeigen. Und Streamerinnen natürlich. Na dann, hallo, willkommen. Schön, dass du mich gefunden hast. Ich habe sowieso irgendwie das Gefühl, auf Mastodon wird man als Streamer oder Streamerin deutlich häufiger gesehen als auf Twitch. Zumindest bei den kleineren Kanälen. Hey, ich hätte viel früher wechseln sollen. Sei bloß nicht wählerisch. In deiner Lage solltest du essen, was du kriegen kannst. Falsch, falsch. Je härter das Leben ist, desto mehr muss man sich ein luxuriöses Leben vorstellen, damit man sich zum Kämpfen motivieren kann. Und je mehr es einem an Geld fehlt, desto mehr muss man Wege finden, sich mehr Geld zu leihen. Auf diese Weise erhält man viele Möglichkeiten des Durchbruchs. Das ist die Belohnung, die ich, Madiha, die fantastische Spielzeugkönigin, euch geben kann. Eine Geschäftslösung zur Trendwende. Fantastische Spielzeugkönigin? Das klingt ziemlich eindrucksvoll. Aber wenn Paimon sich dein chaotisches Aussehen ansieht... So chaotisch sieht die doch gar nicht aus. Kommt Paimon die Sachen doch etwas verdächtig vor.
Du hast noch kein Spielzeug produziert, richtig? Ihr, woher wisst ihr das? Du warst so ausgehungert, dass du fast in Ohnmacht gefallen wärst. Und als du im Delirium warst, hast du mit dir selbst über Tests und die Einstellung von Leuten gesprochen. Offensichtlich hast du dein Spielzeug noch nicht fertiggestellt, oder? Es muss dir wirklich schlecht gehen, wenn du nicht einmal ans Essen denken kannst. Weiß ich nicht, aber dem Hashtag-Folgen funktioniert zumindest zuverlässig. Ja, Hashtags-Folgen funktioniert super. Solange du keinen doofen Algorithmus hast. Ansonsten scheint die Twitch-Community nicht sonderlich affin. Ja, das stimmt. So viele sind es nicht. So viele habe ich auch noch nicht gesehen. Aber mal gucken. Aber ich fürchte, die werden alle zu Threads wechseln oder so. Mist, das klingt so erfolglos. Mein Kicherfuchs befindet sich doch bereits in der letzten Phase der Vorbereitung auf die Produktion. Nachdem die Flugbereichsgrenze des Kicherfuchs ausgemessen wurde, kann die Anleitung so vervollständigt werden, dass sogar eine Pilzbestie sie verstehen könnte. Dann nehme ich einen großen Kredit für die Massenproduktion auf und mache einen riesen Gewinn. Aber lustigerweise, wenn dann gerne auf Trödcafé. Die Domain ist auch charmant. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wer auch immer es administriert, hat jetzt die Anmeldung geschlossen. Da kommt man nur noch auf Einladung rein. Weil es so viele Spam-Bots gab. Und es gab, wo ich gewechselt habe, noch keine richtige Gaming-Instanz irgendwie. Zumindest keine, die ich kannte. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme mir mal lieber eine allgemeine deutsche Instanz. Dann bin ich da gelandet. Marikado hat über Mastodon hierher gefunden. Seems good. Na dann. Ich sag ja, es läuft besser auf Mastodon als auf Twitter. Irgendwas mit Creator Social oder so gibt es noch. Mhm. Und einige für Game Devs. Ja, für Game Devs gibt es echt viele. Ich muss auch mal da. Ich muss mal endlich mein Layout anpassen, weil auf Twitter bin ich gar nicht mehr aktiv tatsächlich. Also ich habe den Account noch, aber ich benutze ihn eigentlich gar nicht mehr. Also höchstens noch für irgendwas, was ich entdecke, wo ich unbedingt Dummsnack treiben will, aber so selten. Flugbereichsgrenze und Anleitung? Was sagst du da? Taten sagen mehr als 1000 Worte. Ich zeige es euch. Das ist also dein besonderes Spielzeug? Überhaupt nicht wie ein Fuchs. Ja, schon. Es sollte vielmehr großohrige Dämmerfruchtbombe, limitierte Edition blaue Sterne oder so ähnlich heißen. Ja klar, das kann sich jeder merken. Und warum Kicher? Sein Gesichtsausdruck sieht nicht so aus, als würde es lächeln. Ach, warum nicht? Doch schon so ein bisschen, oder? Nein, nein, weil sich das Geräusch seiner funktionierenden Düse wie das Kichern von Menschen anhört. Hört zu! Ein unbeschreibliches, tieffrequentes Wimmern, das man gerade noch wohlwollend so als Kichern bezeichnen könnte. Die Game Dev Community war eine der ersten, glaube ich. Daran könnte es vielleicht liegen. Ich kann mich nicht erinnern, als ich gesucht habe, irgendwo eine Game Dev Instanz gesehen zu haben. Aber ja gut. Entwickler... Da frickelt man sich schnell eine eigene Instanz zusammen. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich eine eigene Instanz aufmache. Aber das war mir dann doch zu aufwendig. Woher um alles in der Welt kommt sie auf Kichern? Matsu Paimon ist etwas... Matsu, Paimon ist etwas besorgt über ihren mentalen Zustand. Der Kicherfuchs wird von einem kleinen Heißluftballon für den Auftrieb und einer klein versteckten Düse für den Schub angetrieben und ist gut manövrierfähig. Stell dir vor, er ist ein Spielzeug, das fliegen kann. Auch Erwachsene können ihm nicht widerstehen und Kinder ohnehin nicht. Er könnte sich gut verkaufen. Das kommt Paimon bekannt vor. Lass Paimon raten. Madias nächste Worte sind, bitte hilf mir bei dem letzten Test und ich werde dir eine Belohnung geben. Aber Paimon und Matsu müssen darüber reden. Schließlich sind wir sehr beschäftigt und es wäre ein Verlust, wenn wir nur eine kleine Belohnung erhalten. Nein, eine kleine Belohnung ist bestimmt nicht genug. Lass mich mal rechnen. Bei mir läuft Pleroma. Das ließ sich ganz schnell und leicht installieren. Ja, die Installation, denke ich, ist auch
nicht so das Problem. Ich habe eher überlegt, wirklich eine aufzumachen, wo auch andere Leute mit teilnehmen können. Aber das zu administrieren und ach, na. Ja, so Mini-Instanzen funktionieren nicht ganz so gut, glaube ich. 1 bis 10k finde ich passend. Und Mastodon, die Software ist auch ein bisschen heavy. Warte auch noch auf was Eleganteres. Ja, mir geht's eher darum, ich habe nicht so unbedingt Bock, eine größere Community zu moderieren. Also, ich weiß nicht, da kriegst du, glaube ich, teilweise Dinge dann auch zu sehen, die du sonst eher nicht zu sehen kriegst und nicht sehen willst. Von daher, keine Ahnung. Mal ganz davon abgesehen, dass es zeitaufwendig ist. 60%, nein, 70% der Gesamtverkäufe von Kicherfuchs in einem Jahr. Ist das genug für euch? 70%? Das ist doch zu... So ist es schon eher angemessen. Fantastische Spielzeugkönigin. Kann der Fuchs innerhalb eines Jahres in Serie produziert werden? Das ist der Schlüssel. Wenn ihr eure Tests so schnell wie möglich abschließt, dann kann der Kicherfuchs früher in Produktion und Verkauf gehen und ihr bekommt einen größeren Gewinn. Lasst uns gemeinsam danach streben, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen und gemeinsam viel Geld zu verdienen. Oh, richtig, das klingt vernünftig. Haha, Matsu, dadurch kommen wir sozusagen in die Spielzeugindustrie und können uns als Unternehmer bezeichnen, richtig? Die Sache duldet keinen Aufschub. Ich habe schon einige Abenteurer befragt und auf Grundlage ihrer Erfahrung einige Herausforderungen zum Testen der Flugbereichsgrenze aufgestellt. Ich zeige, wo sie sind. Die Zukunft von Kicherfuchs und der Marke Fantastische Spielzeugkönigin hängt von euch ab. Hätte ich eine stabile Community, würde ich auch drüber nachdenken. Vielleicht eines Tages, wenn ich ganz doll berühmt bin, in so 120 Jahren, dann kann man ja mal jemanden bezahlen, der sowas macht. Nein, ich glaube eher nicht. Bin schon ganz froh über den Discord-Server. Das reicht. So, okay, jetzt haben wir hier verschiedene Patrouillen und die können wir jetzt... okay, da müssen wir extra hin teleportieren. Aber probieren wir mal aus. Bei der Herausforderung Kicherfuchs-Patrouille musst du den Kicherfuchs innerhalb des Zeitlimits ins Ziel manövrieren und so viele Abenteuertaler wie möglich sammeln. Je mehr Zeit du am Ende übrig hast und je mehr Abenteuertaler du sammelst, desto höher ist die Punktzahl, die du am Ende der Herausforderung erhältst. Während der Herausforderung erwarten dich Dreck, Schmutzfrüchte und Störkristalle, die Störwellen aussenden. Wird der Kicherfuchs von den Dreck, Schmutzfrüchten oder den Störwellen getroffen, führt dies dazu, dass weniger Zeit für die Herausforderung verbleibt, was zu einer niedrigeren Endpunktzahl führt. Ja, gut, okay. Also einfach... Okay. Da kichert gar nichts. Voll der Beschiss. Einmal hier im Zickzack. Okay, das ist ja noch halbwegs relaxed hier. Ich hoffe, die späteren Stages werden ein bisschen anspruchsvoller. Wobei, meine Güte. Kann ich hoch? Ja, ich kann auch hoch. Ah, ich kann auch hoch und runter. Sagt das doch jemand. Gut. Kann ich auch schneller? Oh, ich kann auch schneller. Toll! Das ist ja praktisch. Bing, 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 bing. Was sagte ich denn gerade? Ich sehe gerade, dass heute schon Final Fantasy lief. Wie weit bist du denn da? Welche Folge ist denn gerade bei mir erschienen?
Final Fantasy ist ja auf YouTube. Das ist ja mein YouTube-Let's Play. Ich bin gerade kurz vor Kielbrück ist jetzt die letzte Folge, die veröffentlicht wurde. Ansonsten bin ich aber gerade aus dem Schloss raus, was danach kommt, wo wir da die Träger befreien müssen. Nee, live nicht. Live nicht. Live mache ich im Moment Genshin Impact und Hollow Knight. So, waren wir jetzt gut? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Kicherfuchs-Patrouille. Ja, wir waren gut. Okay. Was machen wir mit diesen Eiern? Strahlt einen herrlichen Glanz aus. Wertvolle Belohnung freischalten. Okay. Die sind wo? Nee, das ist nochmal die sommerliche Begegnung. Und da ist doch nur, sind doch nur die Tickets, oder? Was mache ich mit den Steinen? Egal, machen wir erstmal alle Attraktionen einmal durch. Krokodile, Kanonen, Wasserschlacht. Klingt nach etwas für Klee. So genau kenne ich mich nicht aus. Habe es nur bei einem anderen Streamer gesehen, aber das Finale verpasst. Ah, okay. Ja gut, bis ich zum Finale komme. Ich glaube, jetzt aufgenommen. Also ich habe 12 Folgen aufgenommen und habe, glaube ich, 23% schon der Story. Wo muss ich denn hin? Ich muss irgendwo runter. Also es dauert noch ein bisschen, glaube ich, bis ich zum Finale komme. Time to scout. Der hat das 12 Stunden täglich 2 Wochen gestreamt. Oh wei. Dann hat er aber sehr intensiv gespielt. Weil ich glaube, das Spiel selbst hat nur so 40... Nee, noch nicht mal 40 Stunden. 30 Stunden oder so. Also es ist nicht... Im Verhältnis zu anderem nicht so lang. Er war definitiv über 70 Stunden, als ich mal geschaut habe. Vielleicht hat er sämtliche Nebenquests noch mitgenommen. Das könnte sein. Aber ich glaube, nur Hauptquest geht gar nicht so lang. Ja gut, dann kann es vielleicht sein. Ich überlege halt noch, ob ich die Nebenquests mache. Ich habe gelesen, dass die echt viel zur Story beitragen. Dann will ich das nicht unbedingt komplett verpassen. Aber das muss ich mir noch überlegen. Weil das letzte Mal, als ich jede Nebenmission mitgenommen habe, hat das Let's Play dann ewig gedauert. Was für eine Überraschung. Statt einfach zu gehen, nachdem ihr gewarnt wurdet, seid ihr dem Klang des Rundfunks gefolgt und habt den Weg hierher gefunden. Tut mir leid, diese Attraktion ist noch nicht ganz fertig. Deshalb muss ich euch bitten, noch ein wenig zu warten. Es wird nur ein paar Minuten dauern. Ich mache noch die letzten Anpassungen. Was hast du vor? Wir haben da ein gefährliches Wort gehört. Wasserkanone. Schau dir nur mal das große Ding da drüben an. Oha, allein die Form ist schon einschüchternd. Was willst du hier machen? Wir können uns einfach zurücklehnen und nichts tun. Nein, nein, ihr versteht das falsch. Ich bin Chattilon, der Verantwortliche für die Attraktion Turbulente Wasserschlacht. Dieses Spiel simuliert eine Seeschlacht, aber viel lustiger und entspannter. Die turbulente Wasserschlacht wurde bereits von Fräulein Idia genehmigt. Ihr müsst euch also keine Sorgen um die Sicherheit machen. Wenn ihr mir nicht glaubt, habe ich hier das von Fräulein Idia unterzeichnete Dokument. Der verdächtige Ingenieur Chattilon hat die entsprechende Bescheinigung gefunden, die alle förmlich und sorgfältig formuliert sind und jeweils mit Idias Handschrift unterzeichnet sind. Die Ränder enthalten sogar ein paar Bemerkungen und Glückwünsche von Idia in ihrem unnachahmlichen Stil. Aha. Ist der Struggle, ja. Übel, übel.
Immer entscheiden, immer diese Entscheidung. Es ist also eine von Edia erlaubte Attraktion. Das war mal ein Schreck. Was hat es also mit den Wasserkanonen auf sich? Nur eine einfache Analogie. Der vollständige Name dieses Vergnügungsapparats ist so lang, dass die Besucher es aufgrund seines Aussehens sicherlich einfach als Wasserkanone bezeichnen würden. Allerdings sind die von diesem Apparat abgeschossenen Wasserbomben harmlos. Wenn sie ihr Ziel treffen, werden Besucher in der Nähe durch das spritzende Wasser höchstens etwas nass. Manche Leute lieben das kühle Gefühl, von Wasser benetzt zu werden. Andere hassen es, dass ihre nasse Kleidung am Körper klebt. Und natürlich möchte ich nicht, dass jemand eine schlechte Erfahrung macht. Deshalb würde ich auch gerne einige Warnschilder in der Nähe aufstellen, wenn möglich. Du bist sehr umsichtig. Du bist sehr umsichtig. Das ergibt durchaus Sinn. Ich bin etwas neugierig. Der Name lautet schwere, maritime, krokodilförmige, wirbelaggregationsprinzipielle Vergnügungswasserkanone. Es ist eine akkurate Kombination von sowohl Prinzip als auch Form. Echt lang. Paimon kann sich weder erinnern, noch hat Paimon es verstanden. Aber verkürzt auf Wasserkanone scheint es ein wenig an Schwung zu fehlen. Paimon wird es in Krokokanone umbenennen. Okay. Eine solche Alliteration. Ist perfekt, leicht zu merken und simuliert das Geräusch von vorbeifliegenden Granaten während einer Seeschlacht. Gefällt mir. Achtung, Krokokanone! Krokokanone! Feuer! Ist das dein Ernst? Insgesamt denke ich, dass wir uns gut verstehen. Bei dieser Attraktion werdet ihr bestimmt einen einzigartigen Spaß erleben. So werdet ihr zwar nicht die ersten Kunden der turbulenten Wasserschlacht. Das Prinzip des Spiels ist einfach. Richtet die Krokokanone aus und trefft die verschiedenen Ballonziele, um Punkte zu erhalten. Wenn ihr eine hohe Punktzahl erreicht, erhaltet ihr tolle Belohnungen. Ja, jetzt will Paimon aussehen, wie es ist, die Krokokanone zu bedienen. Na gut, ich bin bereit. Perfekt, ich mache jetzt die letzte Anpassung und dann könnt ihr gleich loslegen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Eine Attraktion, die ihre Inspiration anscheinend vom Stachelkrokodil hat, dient einzig dem Vergnügen und verschießt absolut sichere Hydromunition. Wenn die Wasserkanone abgefeuert wird, verbraucht sie eine bestimmte Menge an Munition. Sobald sie leer geschossen ist, dauert es eine gewisse Zeit, bis sie automatisch nachgeladen wurde. Du kannst sie aber auch zum richtigen Zeitpunkt manuell nachladen. Die Empfindlichkeit der Wasserkanone kann in den Einstellungen unter Steuerung horizontale und vertikale Kameraempfindlichkeit, Modus gezielte Schüsse, eingestellt werden. Diese Attraktion bietet eine große Anzahl an Zielbällen, den Nina-Normalball, den Ball der geringen Übermacht, den Chaos-Überall-Ball, den Ich-nehme-euch-alle-mit-Ball, den Super-Duper-Feuerball, den mächtigen Gegnerball und den Lad-mal-nach-Ball. Unter Details zum Level kannst du dich zu den Effekten der einzelnen Bälle informieren. Triff mehr als hintereinander innerhalb einer bestimmten Zeit den Zielball, so entsteht eine Trefferserie. Diese aufrechtzuerhalten ist der Schlüssel zu einer hohen Punktzahl. Na, ihr zwei, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde turbulente Wasserschlacht? Ab dafür. Na klar, viel Spaß bei dieser innovativen Attraktion. Wir schießen einfach drauf. Normalball, 20 Punkte. Geringe Übermacht, 50 Punkte. Chaos überall. 20 Punkte abgezogen. Ach du Schande. Okay, den Lilan darf ich nicht nehmen. Nach der Zerstörung dieses Mal kommt es zu einer Explosion, die anderen Zielbälle in der Nähe Schaden zufügt. Super-duper Feuerball. Krokodile zu super-duper Feuer ein. Unbegrenzte Munition für eine bestimmte Zeit. Okay, lad mal Nachball. Munitionsvorrat erhöht. Solltest bereits eine volle Munition. Erhältst du 20 Punkte. Gut, den muss ich meiden. In welchem Bereich arbeitest du als Computer Scientist? Ich mache gerade IT-Security tatsächlich. Aber relativ frisch noch. Und ich lerne gerade vieles auf die harte Tour. So, Einzelspieler. Nach der Zerstörung von Nina Normalbällen und Bällen der geringen Übermacht erhältst du Punkte. Nach der Zerstörung des Ich nehme euch alle mit Balls kommt es zu einer Explosion, die andere Zielbälle in dessen Nähe Schaden zufügt. Nach der Zerstörung des Chaos überall Balls wird dir eine bestimmte Menge an Punkten abgezogen und deine aktuelle Combo beendet. Ja, wir haben es ja schon gesehen. So, einfach schießen. Peng. Alles zerballern, außer die Lilanen.
Super duper Feuerball. Peng, peng. Nee, die nicht. Geh weg. Mist. Gold. Okay, war das gut? Sagt mir, das war gut. Das war gut. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich die Kristalle brauche, aber hey. Was ist jetzt hier rot? Achso, das nächste einfach. So, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Entfesselte Sohlen. Im Eremitengarten. Next one. Ich habe es gespürt. Jeder Schritt, den du machst, ist wie ein Kriegstanz. Wie schillernd, wie berauschend. Wenn das Schwert in Flammen über die Seite deines Gesichts streicht, werden die Reflexe in deinen Pupillen zu einer Linie aus feurigem Rotgold. Deine Fußspitzen treten in einem beeindruckenden Rhythmus auf, während du dich anmutig um die Achse der eisigen Barriere drehst. Im Angesicht der uralten hölzernen Stadtmauer oder der Armee aus Stahlriesen fangt ihr jeden Augenblick mit einer Schnelligkeit ein, die nicht einmal von einem Pinsel oder Fotoapparat eingefangen werden kann. Ich kann kein Wort verstehen. Die Kühnheit ist auch etwas, das ich bewundere. Es gibt keinen Zweifel daran, dass ihr sicherlich meine Seelenverwandten werdet. Gar nicht bisschen creepy, nee, no. Ich bin Lafayette, der Schwerttänzer. Ich würde gern eure Namen erfahren. Boah, was für ein übertriebener Redestil. Wir sind Paimon und Matsu. Obwohl wir wirklich ganz schön stark sind, Herr Lafayette, ist das, was du sagst, so kompliziert, dass Paimon überhaupt nicht versteht, was das bedeutet. Und warum bezeichnest du dich als Schwerttänzer, wenn du gar kein Schwert trägst und nicht wie ein Tänzer aussiehst? Eine spitze Frage, Fräulein Paimon will wohl mein Temperament auf die Probe stellen. Ich benutze nicht das greifbare Schwert, sondern die Klinge in meiner Seele als meine Waffe. Wenn der kritische Moment kommt, werde ich meinen Wagemut in alles Nützliche einbauen, sodass ich mich von den Fesseln jeglicher bestimmter Kampfkunst befreien kann. Niemals die Kleidung betonen, sondern die prächtige Gestalt von dem Moment an, in dem ich das Schlachtfeld betrete, freisetzen bis zu dem Punkt, an dem die elegante Technik alles dominiert. Die Kleidung ist egal? Eine präzise Zusammenfassung, aber bitte übersehe nicht die Schlüsselwörter, die den Ton angeben. Wagemut und Eleganz. Halt, ich habe es verstanden. Ihr habt mich längst überflügelt. Ihr habt diese beiden Worte natürlich in die Tat umgesetzt, ohne es zu beabsichtigen. Dann verlieren wir keine Zeit. Tritt bitte durch das Tor und betritt die stolze Bühne der entfesselten Sohlen. Bitte zeig mir deinen Tanz. Extra Dieb. Dank Fräulein Idia werden auf der Bühne der entfesselten Sohlen alle möglichen mächtigen Feinde als Phantome wieder auftauchen und versuchen, dich zu besiegen. In dem Moment, in dem du ganz im Wagemut deines Herzens aufgehst, wirst du in der Lage sein, das mächtigste Schwert in deinem Herzen zu ziehen und die stärksten Gegner mit unaufhaltsamer Kraft zu besiegen. Ich glaube, ich habe es auch verstanden. Das ist eine Kampfprüfung, bei der es hoch hergeht. Ganz genau, was für ein stimmiges Gespräch. Bravo. Also dann bleibe ich hier in Kontemplation und warte auf deine gute Nachricht. Ich wünsche dir gute Unterhaltung bei diesem einzigartigen Tanz des Schwertkampfes. Warum hat Paimon das Gefühl, dass du dich langsam mit ihm verständigen kannst?
Mir ist gerade aufgefallen, dass Herr Lafente uns anscheinend für unsere fortgeschrittenen Kampffähigkeiten lobt, richtig? Er verwaltet eine geheime Sphäre der Kampfprüfung und will uns kämpfen sehen. Nun, Paimon glaubt, dass wir das für ihn tun könnten. Es ist nur so, dass Herr Lafente eine etwas merkwürdige Denkweise hat und den Kampf mit einem Tanz gleichsetzen würde. Es ist doch eine besondere Fähigkeit, sehr einfache Dinge besonders tiefgründig klingen zu lassen, nicht wahr? Wenn du lernst, so zu reden, kannst du jeden bei der ersten Begegnung verblüffen. Ich kann eigentlich sehr gut verblüffen. Hey, diese Komplimente sind nur ein weiterer Trick von ihm, um uns dazu zu bringen, das zu tun, was er von uns will. Sprich mehr mit ihm, dann kannst du auch diesen Trick begreifen. Dann lass uns einen wunderbaren, lustigen Kampf auf der Bühne der entfesselten Sohlen haben. Paimon ist gespannt, was für übertriebene Komplimente Herr Lafente uns geben wird. Matsu, notiere dir seine Worte, wenn er spricht. Vielleicht wird es eines Tages nützlich sein. Na, ich zweifle dran. Aber die Dialoge sind gut. Das muss man denen lassen. Naja. Es kommt immer drauf an, glaube ich, wer übersetzt hat. Manchmal kommen auch ziemliche Unsinnsdialoge raus, wo ich denke so, was? Bitte? Hab nur in der ersten Woche mal Genshin gespielt, schon gut gemacht, aber dann doch nichts für mich. Ja, ich spiele es, glaube ich, auch nicht so, wie man spielen sollte. Also ich lasse den ganzen Grind großteils aus. Ich bin froh, dass ich 1, 2 Truppen habe. Manchmal grinde ich noch ein bisschen. Aber da es auch nicht schwerer wird im Schwierigkeitsgrad, reicht mir das. Und ich spiele eigentlich nur Story. Und Trophäen sammeln. PlayStation-Trophäen sammeln. Das außerdem noch. Vor Beginn der Herausforderung kannst du die Aufstellung deiner Truppe entsprechend den spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Bühnen anpassen. Besiege während der Herausforderung Gegner, um Wagemut anzusammeln. Erreicht dein Wagemut ein bestimmtes Niveau, erhältst du den Effekt höchste Konzentration. Ja, das kennen wir alles schon. Höchste Konzentration hält eine gewisse Zeit an und verleiht der Figur einen Stärkeschub im Kampf. Nutze höchste Konzentration, um mit deinen Gegnern noch effektiver kurzen Prozess zu machen und die Herausforderung noch schneller abzuschließen. Okay. Dann müssen wir jetzt ins Zelt. Ja, offensichtlich. Warum haben sie den so weit weggestellt? Aber die Kampfherausforderung finde ich immer doof. Ich finde sie langweilig. Aber das habe ich, glaube ich, schon mehrfach betont. So, das sind eigentlich nur Hilchhole, ne? Boah. Machen wir einen ganz tollen Tanz. Geht mal zur Seite, Jungs, sonst tut ihr euch noch weh. Shudder. Ey. Blood of frost. I condemn you. Jetzt stehen sie so weit auseinander, Mist. Naja, geht so. Eyes on me. Beg for mercy. Can't handle your dream. Crush. Jetzt stehe ich hier im Rampenlicht und scheine alles zu Tode anscheinend mit meinem Licht. Spannend. Ich leuchte euch zu Tode, Leute. Wer hat denn hier den Regen angemacht? Wer war's? Du da hinten. Warte nur. Beg for mercy. Ist das ein Katzenkopfschutzschild? Ja, offensichtlich. Crush. Blood of frost. Rack and ruin. So, jetzt scheine ich euch wieder kaputt. So. Plupp, plupp. Beg for mercy. Bam, 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 bam. Oh. Shudder.
Freeze to the core. Oh, oh. Ja, kommt nur näher. Peng. Haha. Benötigte Zeit weniger als 2,30. Besiegte Gegner mit Hilfe höchste Konzentration 15. Okay. Alles gut. So. Auch erledigt. Also erledigt nicht, aber zumindest die erste Herausforderung gemacht. Einfach, damit ihr mal seht, was wir hier haben. Den Rest mache ich ja dann eh wieder für mich. So. Und dann haben wir noch den Bing-Bang-Zwitscherball. Okay, was ist das? Ist der Fink nicht total niedlich? Ne? Gut, gucken wir mal. Basima. Hallo ihr dort, ich bin Basima, eine Gelehrte der Lebenskunde. Bittet... Hä? Ich bin Basima, eine Gelehrte der Lebenskunde, bittet euch, nicht übereilt wegzugehen. Da haben wir wieder so einen komischen Satz. Bitte entspannt euren Körper, lehrt euren Geist und hört mir zu, während ich euch eine wichtige Sache sage. Der Fink ist der niedlichste. Der Fink ist zwar schön, aber Fräulein Basima, du bist doch eine Gelehrte, oder? Würde eine so weitreichende Aussage nicht zu einer sehr hitzigen Debatte führen? Paimon hat den Eindruck, dass Gelehrten sehr sorgfältig auf ihre Worte achten. Wenn Paimon auch zu ihnen gehören würde, würde Paimon nicht einfach behaupten, dass goldene Garnelenhäppchen die leckersten wären. Man muss einschränkend etwas hinzufügen, wie in letzter Zeit sehnt sich Paimon bei der Lie-Küche am meisten nach diesem Gericht. Dann wage ich es zu sagen, Paimon ist am niedlichsten. So, warum so plötzlich? Auch wenn du keine Witze machst, sei nicht so laut. Genau, das habe ich gemeint. Eben weil ich eine Gelehrte bin, will ich nicht jeden Moment meines Lebens in eine Debatte verwandeln und das Gefühl haben, dass ich kein Wort falsch sagen darf. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Moment beobachtet werde. Es bleibt mir völlig unbenommen, einmal etwas Falsches zu sagen. Kein Grund, ständig in Sorge zu sein. Einmal komplett random, ja. Aber man muss seine wichtigen Ideen offen aussprechen und mutig und direkt sein. Wenn ihr mein Tischspiel Bing-Bang-Zwitscherball ausprobiert habt, dann werdet ihr auch so gern dem Rest der Welt erklären, dass der Fink der niedlichste ist. Bing-Bang-Zwitscherball? Ist es das, was hinter dir auf dem Tisch liegt? Genau, wenn ihr dieses Spiel spielt, wird euch eindrucksvoll klar, wie süß der Fink ist. Und als eine der offiziellen Attraktionen der Velurium Mirage bekommt man einige Belohnungen, wenn man im Spiel eine hohe Punktzahl erreicht. Deine Übertreibung macht Paimon neugierig und wenn man gut abschneidet, bekommt man auch noch einen Preis. Was denkst du mal zu? Versuchen wir es mal. Das ist toll, dann genießt bitte die Erfahrung. Ach, kein langer Dialog, das ist doch was. Okay, nehmen wir das mit den Dialogen zurück, aber das Writing ist okay. Scheint ja auch viel Inhalt zu sein. Ja, ist tatsächlich mega viel Inhalt. Ich bin auch teilweise mit den fixen Story-Inhalten noch nicht richtig durch. Also gerade die Legendenaufträge, die man optional machen kann und den ganzen Visual Novel-Kram, die Elemente, komme ich kaum noch hinterher, weil es echt viel ist. Und ich spiele eigentlich kaum noch außerhalb des Streams Genshin Impact. Ab und zu noch, aber nicht intensiv. Deswegen viel Inhalt. Aber ja, die wollen ja erreichen, dass man sich möglichst nur hauptsächlich mit diesem Spiel beschäftigt. Aber das kriegen sie bei mir nicht hin. Im Minispiel Bing-Bang-Zwitscherball musst du nacheinander mehrere Zwitscherbälle werfen. Gib dein Bestes und sorge dafür, dass alle Zwitscherbälle im Bereich für hohe Punktzahl landen. Erreiche die entsprechende Zielpunktzahl, um die dazugehörige Belohnung zu erhalten. Für den roten Bereich hältst du 4 Punkte, für den gelben 2 und für den blauen 1 Punkt. Sollte der Zwitscherball auf der Grenze mehrerer Zonen zum Stillstand kommen, so wird die Zone für die höhere Punktzahl gezählt. Vor jedem Wurf kannst du den Ball nach links und rechts bewegen, um die Ausgangsposition zum Werfen einzustellen. Nutze den richtigen Augenblick, halte die Wurftaste gedrückt, um die Wurfrichtung festzulegen und Energie für den Wurf zu sammeln. Lass dann die Taste los, um den Zwitscherball in die entsprechende Richtung und mit der entsprechenden Stärke zu werfen. Sobald die Wurfrichtung einmal festgelegt ist, lässt sich die Wurfvorbereitung nicht mehr abbrechen.
Sollte ein Zwitscherball, sobald alle Bälle gestoppt haben, im Abwurfbereich zum Stillstand kommen, wird dieser Wurf als ungültig bewertet und der Ball muss erneut geworfen werden. Aha, gucken wir mal. So, wo muss ich hin? Achso, mit dir reden. Habt ihr schon Bing-Bang-Zwitscherball gespielt? Nein, das weißt du doch. Genau den Eindruck hatte ich auch. Es ist so ein Lifestyle-Spiel. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht dafür gemacht. Erfahrungsgemäß schaffe ich nur Spiele mit 15 bis 30 Stunden Inhalt durch und das schon selten genug. Ja gut, ich bin halt, Trophäensammlerin, von daher geht es bei mir teilweise auch deutlich drüber. Keine Ahnung, God Eater, bin ich jetzt bei 130 Stunden und hab's immer noch nicht auf Platin. Verdammt, muss ich auch noch fertig machen. Also da kann ich viel Ausdauer haben, was dazu führt, dass mein Pile of Shame recht hoch ist. Unbeholfen, okay. Herausforderung starten einfach mal. So, okay. Bing! Ah! Er kommt zurück! Nein! Okay, das war nichts. Nicht zu festwerfen. Okay, besser als gar kein Punkt. Ha! Nein! Ich glaube, das war nicht gut. Oh, oh! Oder doch? War das gut? Was ist ganz oben auf dem Pile of Joy? Was ist denn gerade ganz oben? Ich spiele ja nicht alles in Stream oder YouTube. Was habe ich denn ganz oben gerade liegen? Also das Spiel, also ganz oben liegt bei mir immer das Spiel, also fast immer das Spiel, was am längsten drauf liegt. Ich glaube, das ist Dragon Quest Builders. Dragon Quest Builders oder World of Final Fantasy? Eins von beiden. Und dann muss ich mir immer überlegen, will ich das aufnehmen? Oder streamen? Oder spiele ich es nur für mich? PS4 steht da noch, nicht so aktuell. Ja, ich hab ja beides. Aber mein PS4-Pile of Shame ist deutlich höher als der von PS5. Muss ja abgefrühstückt werden. Also PS5 habe ich natürlich, ja, hier Genshin spiele ich ja da. Ne, auf der PS5. Ist auf der PS4 auch kaum noch spielbar, weil die Ladezeiten ewig sind. So, nee, das müssen wir immer noch machen. Genau, so. So, ich musste echt nur 10 Punkte erreichen. Okay. Ich will gerade irgendwie noch eine Runde spielen. Wie viel muss ich machen? 10 Punkte. Ich will noch eine Runde spielen. Und dann machen wir mit der Story weiter. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn in der Info noch stehen? Ja, es ist der Knackpunkt. Grafikperformance oft noch überraschend gut. Ja, finde ich auch. Aber die Ladezeiten sind's, ja. Aber PS3 ist übel. Die Ladezeiten sind richtig übel. Ab und zu habe ich ja auch noch ein PS3-Spiel wieder zwischen den Pfoten. So Dragon Age. Da gehst du am Stock. Ach du Schande, okay. Klebezwitscherball. Ein besonders niedlich und freundlich aussehender Zwitscherball. Nachdem dieser Ball geworfen wurde, wird am ersten Zwitscherball, den er berührt, kleben bleiben und ihn mitnehmen. Kommt er zum Stillstand, wird der Effekt wieder aufgehoben. Sehr interessant. Okay. Jetzt müssen wir über Bande spielen. Peng, peng. Peng! Ha! Aber sowas von gut.
So, was der mir jetzt bringt der mir eigentlich gar nichts, ne? Oh, oh. Na, immerhin ein Punkt. Oh, das wird nix, oder? Nee. Nee. Oh, schade. Ich habe eine... Nee, einen vierten habe ich noch. Noch einen Klebeball. Nee, das ist... nee. Das machen wir nochmal. Ach, ich darf nochmal. Nice. Haha. Ah. Sehr gut. Ja, ich muss aber 10 Punkte. Nochmal. Nochmal. Oh, perfekt. Nee, das war nicht gut. Mist. Nee. Jawohl, ja. Mist. Das war ja noch schlechter. Achso, der war ungültig. Sehr gut. Ach, du warst ungültig. Oh, auch nicht schlecht. So geht's natürlich auch. Zählt. Mehr will ich doch gar nicht. Ach Gott, wie viele gibt's denn davon? Ey, da bin ich aber beschäftigt. Gibt's da jedes Mal Urgestein für? Ja. Und ich weiß immer noch nicht, wofür die Kristalle sind. Die muss man doch irgendwo einlösen können. Naja, vielleicht, wenn ich die Story noch weitermache. Ah, hier. Ah, okay. So, noch mehr Urgestein. Und wie viele muss ich sammeln für Laila? 1200, okay. Eieiei, da habe ich noch zu tun. Okay. Jetzt wissen wir das auch. Da müssen wir noch eine Weile. So. Nee, dann machen wir noch die Story weiter. Oh, könnte ein bisschen spät werden. Kommt drauf an, wie lange das geht. Aber ich würde es weitermachen. Das Baumhaustheater. Tanzende Schatten auf der Bühne. Okay. Okay. Irgendwo nach unten. Geht's irgendwie nur nach oben? Da, okay. Passt schon. I can't. Was denn? No, really, it's all right. We want to do everything we can for the domain. Yes, and to be completely fair, I'm the one who caused this terrible mess in the first place. Genau, du bist schuld. Du und kein anderer. Oh? What happened? Did Paimon miss something? Hello, you two. Lessig was just telling us what happened. Aha. Perhaps you should allow me to explain. I'm afraid it was I who caused all this trouble in the domain. Du bist schuld. Yes, it was Lessig. To be precise, I saw a most exquisite water orb at the entrance of the domain. It reminded me of an astrolabe my grandfather gave me when I was 7 years old. I was curious if it could rotate, so I reached out and touched it.
Little did I know that it was the core of this entire domain. What I mean to say is, I knew something was wrong as soon as the whole place started flipping. Nur gucken, nicht anfassen. Hat dir das deine Mama nicht beigebracht? It's not just your fault. I failed in my responsibilities as the caretaker here. Oh, I knew I should have put the core somewhere more secure. Oh, you mean the big ball of water at the entrance? Yes, that's the one. Anyway, after giving it some thought, Lessig has offered to perform some more repairs and maintenance to help support the domain. But we were concerned he wouldn't be able to handle it all alone. So Eula and I will also stay here to lend him a hand. But don't be mistaken. I'm not doing this out of the kindness of my heart like Kale. My job is purely to monitor and ensure that Lessig doesn't cause any more trouble here. Soll ich dir noch die neunschwänzige Katze leihen, oder? Sure. I don't think anyone's buying that anymore, Eula. Though I do remember that Amber mentioned we should just nod and agree when you act like this. Right. You better not slack off today, Lessig. No, I'll get right to work. Either way, Lessig is going to be in charge of making lunch for everyone today. Ja, mach uns ein leckeres Mittagessen. Yes, I'll try, but I'm not sure if my skills will prove satisfactory. What was that? No, I mean, thanks everyone for giving me a chance to redeem myself. I can already feel new strength kindled inside me. Ha ha ha. No, maybe that's just the heat of the oven. Vielleicht. Very good. But you should conserve your strength. Many parts of the domain are still in disrepair, so we have a lot to investigate. Seems Adia has a little more pep in her step after finding others to help do the work. Now that you three are situated, we can focus on what the rest of us will be doing today. I'll go gather the others. We should get ready to leave as soon as possible. Okay. Mach das. And there she goes. At least she seems to be happy. Maybe this is how it feels to be in charge. Gut, letztes Teil. Und was passiert danach? Ich meine, das scheint ja eigentlich irgendwie alles nicht so schlimm zu sein. Ich sehe da hinten noch eine Herausforderung. Und den Gegner da. Den schnappen wir uns noch. Na komm, gib ein bisschen Gas. Hopp, hopp. Crush! Flood of frost! Peng. I can put these to good use. So, wo war die Herausforderung? Da. Ey. Sollst du auf Drohnen rumtanzen, die schon längst verschwinden? Da ist auch noch ein... Ach, da hinten. Jetzt habe ich mich ablenken lassen, aber gut. Müssen wir gleich wieder zurück. Da ist noch eine Herausforderung. Sei brav, Kätzchen. Lässt mich in Ruhe. Gut. Ah, da hat sich einer versteckt. So, wo war das jetzt? Mist, wo bin ich denn hergekommen? Da hinten ist noch eine Truhe. Ach Mist, doch da. Okay.
mercy. Think you can bully me? Teamwork is dreamwork! So, dann kommen wir weiter. Oh Gott. Wo geht's denn da hin? Ja, jetzt nicht runterfallen. Ein paar müssen wir noch. Ja, ich sag's auch noch. Ich sag's auch noch. So, und irgendwo zwischendrin haben wir einen übersehen. Nein, wir haben wirklich einen übersehen. Wo ist er? Wo ist er? Ach, da drin. Ah, okay, alles gut. Shake his hamster! Shudder! More speed. Jawohl, ja. Große Truhe. I can put these to good use. Aber nochmal auf Jula ziehen. Wie lange ist die denn noch verfügbar? 12 Tage, ja gut. Bis zum nächsten Stream ist sie auf jeden Fall noch da. Dass wir die nochmal erweitern können, wäre schon nice. Aber gut. So, wo sollen wir hin? Das ist ja weit weg. Mist. Müssen wir so hin. Da haben wir keinen Teleport. Na gut. Irgendwie kommen wir da schon hin. Wenn wir uns nicht von 1000 Truhen ablenken lassen. Alles klar, komm mal, Dieb. Dann einen schönen Abend dir noch. Schlaf gut. Und vielleicht sehen wir uns nochmal. Ja, bist mir gefolgt. Danke dafür übrigens. Sehe ich jetzt gerade erst. Wir sehen uns dann. Guten Abend, Senna Love Sleep. Hallöchen. Freeze to the core. Wenn man sich einmal kurz ablenken lässt, merkt man nicht mehr, was man im Kampf tut. Ja, anscheinend löst du Kommadieb ab. Sieht so aus. Hier ist auch noch eine Herausforderung. Ich komme gar nicht mehr dahin. Ich komme gar nicht mehr dazu, die Story weiterzumachen hier. Was ist, Kumpel? Was schaust du? Ich soll vor dem Wassergeist das Ziel erreichen. Okay. Nicht schubsen! Du schummelst ja voll. Ha! Oh nein, ich habe schon wieder... meine Artefakttasche ist schon wieder voll. Das ist immer der Nachteil, wenn man nicht die ganze Zeit grindet und sich um die Charaktere kümmert, dann sind irgendwann die Artefakttaschen voll. Wie geht's heute so? Ganz gut. Gestern hätte es schlimmer gegangen, wäre es schlimmer gegangen, glaube ich, bei der Hitze. Deswegen, normalerweise streame ich auch dienstags Genshin Impact. Aber ich habe es um einen Tag verlegt. Nee, so viel will ich jetzt nicht da reinhauen. Moment. Ist echt warm draußen. Ja, heute geht's ja eigentlich. Heute geht's ja. Gestern war übel.
Wärme ist auch nicht, ja, doch schon ein Problem, aber nicht ganz so schlimm wie die knallige Sonne. Ich kriege so schnell einen Sonnenbrand. Ich bin ja so ein blasser Mensch. Und dann muss ich das nicht haben. So, was haben wir denn hier? Also, Kryoschaden ist auf jeden Fall. Sind schon viele schöne Sachen dabei. Knallen wir das noch ein. So. So. Jetzt kann ich die auch wieder mitnehmen. So. Dafür tauche ich dann in meinem persönlichen Sonnencreme-Silo. Ja, ich kann Sonnencreme nicht ab. Ich mag Sonnencreme nicht. Ich mag den Duft nicht. Ich mag nicht, wie es am Körper klebt. Sonnencreme, ja, das ist natürlich scheiße, wenn man auf Sonnencreme angewiesen ist, aber Sonnencreme nicht mag. Kristallüberschwänglicher Freude habe ich jetzt bekommen. Dieser faszinierende Kristall strahlt einen glimmernd fluoreszierenden Glanz aus. Er scheint in der Lage zu sein, die Emotion Freude innerhalb eines bestimmten Bereichs wahrzunehmen und den Menschen den richtigen Weg zu weisen. Sondiert nach der Anwendung die nähere Umgebung nach glücklichen Gutscheinen. Na gut. Okay. Hilft einem ein bisschen hier die Sachen einzusammeln. Das ist doch schon mal was. So, aber jetzt müssten wir doch mal langsam wieder zur Hauptquest weiter, aber ich werde mich noch ein paar Mal ablenken lassen, fürchte ich. Was liegt denn hier noch rum? So viel zur Ablenkung. Zack. Rote Haare und bleiche Haut, das macht es nicht leichter. Genau, dann sind wir der gleiche Hauttyp, glaube ich. Bei blonden Haaren ist es ähnlich. Und Sommersprossen, ne? Aber Sonnencreme gleich weniger Aua. Ja, ich weiß. Ich muss sie ja auch verwenden. Where are we going now? We're going to retrieve the last missing component. My working theory is that the director listed on the sign has it. No details slips by our general. What's a director? A director is a kind of job. The one we're looking for is named Zosimos. Aha. Zosimos is responsible for managing everything that happens on the stage. Similar to how Idea is responsible for managing the whole realm. Wow! Sounds like Miss Idea must be way busier! Ganz toller Typ. You'd think so, wouldn't you? Care to comment on that at all, Idea? Maybe someone else can explain. I'm just enjoying taking it easy, as usual. Hab dieses Jahr zum ersten Mal rechtzeitig dran gedacht, welche zu kaufen. Ist sie bei euch auch immer so schnell ausverkauft? What do we have here? Also zumindest die starke Sonnencreme, die ist bei mir immer. Im Sommer kriegst du die nirgends. Wenn du nicht schon rechtzeitig welche kaufst, dann bist du verloren. Dass ich Sonnencreme nicht mag, heißt ja nicht, dass ich sie nicht verwende. Ich muss sie ja verwenden, sonst verbrenne ich sofort. Ich wechsle ja immer von blass auf rot in, weiß nicht, wenigen Minuten. Wie, ihr habt nicht ständig 5 angebrochene Flaschen irgendwo verstreut. Ich glaube, 5 Flaschen trifft es tatsächlich. Aber immer, wenn ich in Urlaub fahre, kaufe ich ja dann doch eine frische Flasche, weil es könnte ja sein, dass der Schutz nachgelassen hat. Und dann hat man die 20 angebrochenen Flaschen. Wobei ich habe jetzt neulich welche aussortiert, nachdem ich gelesen habe, dass einer von den Inhaltsstoffen tatsächlich in den Stoff zerfällt, wenn die Creme zu alt ist, die dann wiederum nicht so gut für die Haut ist. Der wiederum nicht so gut für die Haut ist. So ein paar Sonnencreme von vor 5 Jahren. Die mussten mal weg. So, wir müssen da irgendwie hoch. Wie kommen wir da hoch?
Tunkt Matze zur Vorsicht in einen Bottich mit Sonnencreme. Ja, weißt du, wie spät es ist? Jetzt brauche ich auch keine Sonnencreme mehr. Andere bräunen sich, wir versuchen nicht rot zu werden. Genau so ist es. Genau so ist es. Der Fluch der Kellerkinder und Blassnasen. Aber eindeutig. Aber eindeutig. So, wie kommt man denn da? Da ist irgendwie... Okay. Ah, da hinten ist so ein... Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Die Menge dürfte bis morgen lang. Oh. Up in his treehouse making props or writing scripts. But I'm trying to remember now. Where is that treehouse of his? Na, so viele gibt's ja wohl nicht. Remember? Hey, don't forget. I'm just the mascot. I believe it's that way. Ja, sieht zumindest nach Baumhaus aus. Huh. Though he might prefer to be alone, given he often has to move stage props, I suspect that he lives near the theater, and having a view of the entire stage would be useful when imagining a production's actual stage flow. So if I were him, I'd probably pick a treehouse over there. But how do you know which direction the theater is in? Simple. The overall layout and decorations look more exciting in that direction. Oh, good point! Why didn't I think of that? So, so. Die Dekoration wird immer besser. So, ja. Jetzt muss ich da hoch. Und wie komme ich da hoch? Ah. Aha. Tschu-tschu. Na, nicht ganz, oder? Wo geht's denn lang? Doch, 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 das geht bis nach oben. Sehr fein. Na also. Und was versteckt ihr hier so? Die Wassergeister wollen mit dir Versteck spielen. Okay, dann mal los. So. Wer von euch ist ein Wassergeist? Du da. Hab dich gefunden. Du auch. Hab dich gefunden. So. Da hinten. Das Fass. Wie komme ich da hin? Idia ist total knuffig. Die sieht aber eigentlich gar nicht so viel anders aus wie die meisten NPCs tatsächlich. Außer, dass das Farbschema ein bisschen angepasst ist. Oh, Mensch. So. Gefunden. Häng. Her damit. At least good luck doesn't discriminate by clan. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Aha. Gehen einfach mal rein. Ich habe auch Catherine total lieb. Ich habe eine Schwäche für NPCs. Ja, Catherine ist aber wiederum cool, ne? Where did that blasted automation mechanism go? The male actor standees are here, but where are the female ones? Who's that? Idea? Yes, Sosimos! 'Tis I, Idia! This is a surprise. I was sure you'd be... Curled up in a fetal position, crying to yourself? Wow, what a fascinating little creature. Did you... The name's Paimon? And no, Paimon's no mind reader. Just call it an educated guess. It seems everyone shares a similar opinion about you, Idea. Die Parfümeurin Lie, ja, die ist auch cool. Das stimmt.
knew from the start that a managerial role wasn't for me. But I found my true calling now. As a mascot! Mascot? Is that a new role? I don't remember casting you for that. Okay, enough about me. I'm just here to introduce you to some new friends of mine. Hallo. And that's why we came to see you. Well, do you have the component that... I do. However... Aber ihr müsst erst 1000 Quests für mich lösen, damit ich es euch geben kann. Dein Liebling ist Rana aus diesem Flussdorf. Das war die Rana, ne? I'm afraid the incident has caused many malfunctions with the stage mechanisms, and I can no longer put on any performances. Okay, so you're holding the component ransom till we help you fix the mechanisms, huh? No, till we fix the stage, surely. I'd have thought he wants us to make some more props, no? Given that some of the standees are missing. Or maybe the component is broken and we need to fix it. Die wurde entführt oder so. Genau, das war doch die in der Blase geschlafen hat bei dem bei der langen Vanarana-Quest, oder? Da verwechsel ich die jetzt gerade. You're all forgetting that the majority of his work involves writing Ja, genau. scripts. Okay, dann passt's. I'll wager that he wants us to edit them. Wer hat diese Spekulation in Gang gesetzt? What has gotten into you all? What sort of person do you take me for, The component is safe and sound. I can give it to you now if you'd like. Although I was hoping that maybe you might be willing to help rescue my show. You're a big group. I have lots of roles to Und fill. wem sollen wir das It would vorführen? really speed up the casting. Uns selbst? A show? That sounds fun! I want to help! Can we? Nun, das klingt nicht schlecht. Also, truth be told, I've hit a bit of a roadblock in my script and was just thinking about how to move the story forward. Suddenly, I got my muse back. I don't know how to explain it, but something about seeing all of you finally helped me figure out how to continue my script. Na, sowas. Huh? You mean that story you've been stuck on forever? Are you serious? You really think you can finish it now? Yes, really. Just give me a little time, and I'll write it all up. In the meantime, I'll leave things to you, Edea. Whoa! And he's off to write the script! Zosimos has always wanted to write an epic story about a thief and a mage. Apparently, he got the idea from some rumors that were swirling around. But he only got as far as writing the intro before writer's block set in. Wir sind doch da, welches Publikum. Ja, ist gut. Tut mir leid. Asche auf mein Haupt. Why don't you all take some time for yourselves while I see what I can do? Nein, nicht After doch. the director finishes his script. Er hat das Stück in kurzer Zeit A fertiggestellt. director, Okay. my friends, is a storyteller. And the key ingredient to every good story is inspiration. The moment I laid eyes on General Sangonomiya, inspiration hit me for a brand new character. Danke für deinen Follow, Senna. The heroine was the missing Auch wenn piece ich of the euch puzzle. schmählich vergessen The rest of habe the hier. story Das flows geht ja gar naturally nicht. from there. And now it's finished. So please, take a look through your scripts, and we will tell this story together. Follow kostet nichts. Das stimmt allerdings. Well, is everything clear? Director Zosimos, how do you pronounce this word? Oh je. Let me see. Ah, that's sojourn. It means to stay for a while. This is a very cute moment, so let's make sure that comes through in the performance. Genau, sieh süß aus, Klee. Sei einfach süß. Keine Bomben, kein Nichts. Einfach süß sein. Oh, wait. There's another word I don't know here. It's okay, Klee. We can go through your lines together a few more times after this meeting's over. That would be most appreciated, Kaya. I had a feeling about you, actually.
You seem to know a thing or two about character acting. You're too kind. It's all in the script, really. It just rolls off the tongue. Oh, you think so? Well, you definitely have a knack for it. I've actually been looking out for someone with your talent. Naturtalent. If I make it as a big-time director, then I can see us working together for the long term. Be sure to stay in touch, okay? What can I say? Great. Fantastic. Now then, please go through your scripts one more time. But don't just read the words. Remember my notes. And really let the character inhabit you. If you need me for anything, I'll be in the big theater right in the center of this area. Wonder what the theaters are like here. Let's go check it out while everyone's still getting ready. Zum Theater in der Mitte. Okay. Ach, hier gibt es noch Nebenquests, das muss ich mir merken. Ich habe gerade hier ein blaues Ausrufezeichen gesehen. Wieder hoch. Okay. Muss ich dran denken dann, dass ich die auch noch machen kann, muss, sollte. Wie komme ich denn jetzt dahin? Oh! Abgestürzt. Ich kletter jetzt einfach über den Berg. Baum. Nein, okay, drüber ist vielleicht keine gute Idee. Drumherum? Ei! Ich wollte jetzt eigentlich fliegen und nicht komplett wieder runterfallen. Das könnte etwas knapp werden. Da gibt es auch sicher einen besseren Weg. Das sieht doch gut aus. Moment. Ja, jetzt muss ich immer weiter hochklettern. Ja, super. Ich denke, es wird das runterfallen, ja? Ei, 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 ei. Ich glaube, das hätte ich einfach haben können. Na. So. Ab jetzt soll es einfach werden. Was haben wir denn hier? Oh, hallo. Entschuldigung. Was ist denn, Kumpel? Dem scheint es nicht gut zu gehen, aber sonst... Magst du kein Feuer? Ich habe gar kein Wasser in der Truppe, aber das können wir ändern. Na, so. Geht's dir jetzt besser? Ha! Tatsache. Okay. Was kommt jetzt? Jetzt lasse ich mich schon wieder ablenken. Bist du hin? Was? Moment. Body and mind. Das ist aber ein anderer, oder? Jetzt ist er einfach verschwunden. Time to act. Oder wie? Oder ist der... Nee, das ist er vielleicht. Ich brauche nur einen zweiten noch. Und einen dritten. Ja, das kann sein. Was haben wir denn da? Voll durch. Ist das schon ein zweiter? Ja, jetzt haben wir zwei davon. Okay, wo ist Nummer 3? Wollte ich nicht eigentlich ins Theater? Natürlich wollte ich das, aber das ist ja zu einfach. Der mag das Eichhörnchen? Okay. Wir gehen jetzt zum Theater.
time to scout. Ah, schön viele Zuckerblumen hier. Wollen wir mal wieder den Vorrat auffüllen. Was ist das? Was ist das? Oh! Enthüllt! Haha! Hätte ich fast übersehen, aber gut. So. Ha. Okay. Kumpel, hilf mir mal da oben. Danke. Juhu. I can put these to good use. So, wo waren wir jetzt? Ein neues Rätsel, wie es aussieht. Wo müssen wir denn hin? Geht zum Theater. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Hey! Wie lange hast du vor, heute zu streamen? Ich würde jetzt gerne noch diese Story-Mission hier fertig machen. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich noch so eine halbe Stunde bis eine Stunde daran sitzen werde. Aber ich bin doch gerade hier rein. Oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Na gut. Where did it go? I put it right here. Dann muss ich mir danach noch einen anderen Stream suchen. Ach Gott. Hast du vor, heute lange aufzubleiben? Hey, Zosimos! What you up to? Oh, it's you two. Alles klar, Tron. Gute Nacht dir. Schlaf schön. Please, come here. Feast your eyes on this stage. I designed it myself. Wirklich beeindruckend. So, directors have to design the stage too? Oh, I'm no ordinary director. I take a more holistic approach. Sounds like a lot of work. Idea wouldn't be able to handle that kind of job. Idea has her work cut out for her too, you know. She's my one and only member of the audience, though she often criticizes my shows. Ich fahre morgen 4 Tage nach Hamburg, dafür muss ich um 3:30 schon raus. Und dafür lege ich mich nicht mehr schlafen. Oh je, also ich würde mich vielleicht doch noch mal hinlegen, aber gut. Ja, aber 3:30 ist halt schon sehr früh, das stimmt. Ich hätte mich dann doch vielleicht um 10 noch mal, ich weiß nicht. Kommt drauf an, was für ein Schlaftyp man ist. Sie hat den Nerv, andere zu kritisieren? Well, she just says what she thinks. You don't know how to write, or this is getting ridiculous. I think it's because I use preprints in a way that she feels goes against what they're intended for. But even though she's my harshest critic, she's also been my biggest supporter in a lot of ways. I guess you could say she's like my agent. I'm very grateful to her. I've always dreamed of being a director, but I've never had the chance until I came here. So, what did you do before you... Like I said, I dreamed. Okay. From a young age, every time I came home after a show, I'd go over the story again and again in my mind. Growing up, my biggest aspiration was to be a director. Ich schlafe auf der Hinfahrt. Okay, ja gut. Wenn du die Möglichkeit hast, solange du nicht selber fahren musst, ist ja gut. Unfortunately, I couldn't offer much beyond my practical skills, so I ended up spending most of my time as a prop designer and doing a bit of set design on the side. Don't get me wrong, I do love building the set, but nothing satisfies me more than putting on my very own show. Entweder Flug oder Flugzeug, genau weiß ich das noch nicht. Echt? Okay. Noch nichts geplant. Ist ja sehr spontan. No wonder you only wrote director on the sign.
Exactly. You're not doing a great job of convincing me that you're not a mind reader. Alles geplant, aber ich werde entführt. Ach so, oho. Na sowas. Eine geplante Entführung. By the way, could I ask you for your help with something? I'm Fährst having du mit trouble Freunden finding weg? the master script, and I'll need it shortly. The one you only just finished writing? You lost it already? Yeah. After I handed everyone their copies, I held on to my master copy while I was checking on everything around the theater. Oh je. If it's not here, then it might be in the attic. These are the only two places I've been since I finished writing it. But, I still have some things to do to get the stage ready. Would you two mind having a look for me? Na gut, dann holen wir es. No problem. We'll find it. Aber sowas von. So, zur Dachkammer. Muss ich raus? Scheint so. Oh. Hupsa. Man sollte schon schauen, wo man hinläuft. Was soll ich denn jetzt? Okay. Ist alles ein bisschen kaputt hier. Uff. Damit geht's vielleicht. Fährst mit deinem Onkel. Ah ja. Er geht regelmäßig auf Reisen. Das ist doch schön. Klingt doch nice. Ich habe dieses Jahr noch viel zu wenig Urlaub gemacht. Zu viel Arbeit. Nein. Ah, so kommen wir da hoch. Sehr gut. Oder auch nicht. Hä? Okay. Jetzt fliegen wir dran vorbei. Ja gut. Ich hätte ja auch einfach da aussteigen können, aber nee. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? If it doesn't ruin a drink, it is a treasure. Na toll. Ah, da oben ist noch so... Ah, okay, da kommen wir schnell hoch. Okay, alles gut. Oder? Kommen wir da hin? Nee, wir müssen erst da hin. Jetzt. Aber ja, noch was im Erlebnispass freigeschaltet. Kann ich mal gucken. So, Moment. Überarbeite ich nicht. Urlaub und Auszeiten sind sehr wichtig als Ausgleich. Ja, das stimmt. Aber ich bin irgendwie so eine, die ihren Urlaub immer bis zum Schluss aufbewahrt und dann wird es ein sehr langer Weihnachtsurlaub. Vielleicht mache ich im September was. Mal gucken. Muss ich jetzt rein? Ich muss hier rein. Okay. So. Whoa! Look at all these books! Now, where's the master script? Tja, nicht? Irgendwo oben? Anscheinend. It sounds like a water droplet is on the second floor. Let's go have a look.
Grummel. Grummel, Brummel. Wow. This is a lot of scripts. Looks like the water droplet has been managing them for the director. Most of them look like works in progress. Nun, wenn es das Hauptskript ist, nach dem wir suchen. Then it should be the one that's finished. Okay, let's look for the thickest one and then check the ending. Okay. This is the only script that fits the bill. Plus, it looks pretty new. This must be the master script. Mhm. Let's go give it to Director Zosimos. Zosimos, we got your script. Ah, thank you. That's a huge help. I'm running out of time here. There's no way I'll be able to fix everything up perfectly. Anyway, the stage is secondary. The performance is what really matters. Things can always go wrong on stage, but You don't sound very confident in what you're saying. it's true. I realize now that a show is the art of the Entschuldigung. unknown. Der musste raus. Eieiei. Hat schon die ganze Zeit in der Nase gekribbelt. Jetzt konnte ich es nicht mehr aushalten. Even if you have the same actors performing on the same stage, the performance will be slightly different every time. Those subtle differences are what make each performance special. Bist du wirklich klar geworden? Was ist das jetzt für eine Frage? Okay. One last request. Traveler, you can enter the preprints, yes? The truth is that Danke, my sets Senna. are composed entirely of preprints. First, I use materials to make the objects. Then I take those objects and turn them into the preprint. Now, of course, preprints are really meant for making objects to furnish the domain. So using objects to create preprints is, strictly speaking, the reverse of what this is intended for. Aha. But Idea said that if this is what I really want to do, she's not going to stand in my way. So that's what you meant earlier. Okay, well, what do you need us to do? I'd like the Traveler to go into the preprint set and help move props around during the performance. Aha. Also sind wir jetzt Angestellte. The reason is, Weil du die Vorstellung selbst erleben möchtest? Oh, Paimon gets it now. If you're busy directing, moving the props, and operating all the mechanisms, you never get the chance to watch the show. yes, I know that I'm no master playwright, but still, even if it really is a half-baked script, with shoddy writing and moments of sheer ridiculousness, I'd still like to see it for myself. Hard to turn a guy down after a speech like that. Wir helfen dir gern. Thank you. Genuinely, I'm so grateful. I'll go and inform the others. Okay, für die Darbietung durch. Was auch immer ich jetzt machen muss. Long, long ago, there was a great thief. He lived in a land where the light did not shine, where all suffered in the darkness. People call me. Sorry, Kaya. Directly into the microphone, please. Otherwise, your voice'll, you know. Okay. They call me the Dagger Bandit, but no one sees that I rob the rich and give to the poor. Here in the dark, evildoers run rampant in the shadows, while the good, honest folk stumble blindly on, just trying to find a way through. Aha. Und ich... As the bandit brooded, suddenly the world was inexplicably changed as a single star appeared on the horizon and flew across the sky. Traveler, stomp on that movement Ja, mechanism in ich front of stehe you. schon die ganze Zeit bereit. So. Map. Light. A brief flash, yet enough to illuminate the world. If I can find the source of that light, I can shine it into the darkness, and the people will suffer in blindness no longer. So, das war jetzt meine Aufgabe hier. Anscheinend.
Without a moment to spare, he set off to follow the star's course. All the while, the star kept moving through the sky. Ja, kann man das hier wegmachen? Traveler, Ja, ich the bin ja... star kept moving through the sky. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Alles gut. Das ist jetzt etwas Looks like I have to go through the desert. This could get dangerous. If unspektakulär. everything he'd heard was to be believed, the desert ahead was a no-man's land filled with horrors. Worse still, the star had landed in the most difficult-to-reach location, surrounded by sheer cliffs. But he was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. Okay, weiter. The dagger bandit trekked deep into the desert wasteland. Yet when he finally arrived at his destination, he found not a fallen star, but a young girl, dressed in white. How strange. I'm positive this is where the star landed. Young lady, do you know where the light has gone? The girl replied, Traveler from afar, the light you seek is only a bottled flame. But the flame has now died, and its light is long gone. Bottled flame? Yes, it was a gift from another. And so, the girl began to tell the story of how the bottle came into her possession. The girl hailed from a kingdom that sat atop the waterfalls. Was? But when the reigning dynasty fell and a new one seized power, she and her people fled for their lives. A thick fog began to fill the air as she made her Konnte way ich jetzt through im the vorherigen forest, Screen nichts machen? and dense thickets tried to block her path. There is a mechanism down there that you can press to retract the thicket board below the stage. Integriere damit. Interagiere wäre wahrscheinlich das Wort gewesen. Aha. Okay. If I only had a lamp to guide me through this wretched forest, then I could survive. Oh. With scratches covering her arms and legs, the girl pressed through the pain and made her way forward. The road ahead was arduous, but she was determined to press onward. Ach, so langsam werde I've ich auch come müde. this far, and I'm not about to turn back now. Diese Theaterepisoden finde ich mal sehr langwierig. Das war auch schon beim letzten Sommerfest so. But just as she was drawing near her destination, a huge stretch of thorns and brambles suddenly came into view. Despair set in and began to weigh on her heart. If only someone could help me, I would give anything in return. Ich kann die Sterne wackeln lassen. The girl's heartfelt wish in her moment of desperation did not go unheard. Wait! There's no mechanism for the fire. Ugh, I must have forgotten to check those boards. According to the story, those thickets should be gone from the stage now, right? Yes, total oversight on my part. Ugh, what a pain. I can help. Traveler, catch. Was jetzt? Jetzt kriege ich irgendeine Bombe. Ja. It's a jumpy dumpty. Oh Mann. Einfach die Bühne sprengen. Ist okay. The girl's heartfelt wish did not go unheard. For a Jumpy Dumpty, who was passing by, Natürlich. helped to clear a path for her. Ich lasse die Sterne weiter wackeln. Thank you, Jumpy Dumpty. And so the girl continued her journey deeper into the forest.
But what she found there was not a lamp, but a mage glowing with fire. So, just to clarify, it was supposed to be the mage who helped burn a path through the thicket. Save it for the end, man! The mage took pity on the girl and handed her a bottle. Then, the mage began to tell the story of how the bottle came into her possession. The fiery mage had an adventurous spirit and enjoyed taking long journeys. On one such journey, while taking rest in an oasis, she found a beautiful bottle by a crescent-shaped lake. Klee, quick, get in the light. She was an extraordinary mage with the power to grant people their wishes. She turned the bottle into a thing of equally extraordinary power. But the only place that it could make wishes come true was inside of the bottle. Oh me, oh my! Look at this wonderful bottle of mine! It could make a fine toy! But better still, a sojourner's home! The fiery mage blew into the bottle, allowing it to grant one single wish outside its glass walls. Ich lasse die Sternchen Am I wackeln. supposed to blow into it? Wow, it lit up! Zauberklee. A flame was kindled within the bottle, and it began to glow a fiery red, just like the mage herself. After the mage finished telling her story, she disappeared, leaving only the bottle behind. Ich kann die Sterne wackeln lassen. A magic bottle that can grant wishes. And I wish to leave this place and go somewhere where no one will ever find me again. And then, the bottle seemed to softly inquire. Eine sprechende Flasche, na gut. I don't know. The flame in the bottle faded as the girl's single wish was granted, and she found herself in the middle of the desert, far away, where no one could ever find her. Wundervolles Event. Sterne wackeln lassen. Ja, irgendwie wirkt das auf mich nicht ausgereift. When the dagger bandit listened to her story, he sighed in disappointment that the flame with the power to grant wishes outside of the bottle had already died. But this doesn't make sense. If it truly granted my wish, then nobody should have been able to find me here. Maybe they shouldn't. The desert is difficult and dangerous to navigate, but I was determined to make it, no matter what. Then take this bottle with you for your trouble. It may be able to grant you your wish, though sadly, only within the confines of the bottle itself. All I wish for is light. Honoring the bandit's request, the girl wished for light inside the bottle, and sure enough, it lit up. They found that while the light was only generated within, it could nonetheless shine through the glass and Toll. reach anywhere in the outside world. Jetzt habt ihr eine Taschenlampe. Even though it doesn't burn as brilliantly as the light that shone before, this is still an extraordinary light. What will you do after I take the bottle? I don't know. Well, then maybe you should come back with me. With no reason to refuse, the girl accompanied the dagger bandit back to the land where the light did not shine. They brought light to that place, and the darkness was dispersed, and they lived happily ever after. Okay, ich lasse die Sterne wackeln. And we're done! Seems the show went pretty well. Ey, Klees Kostüm. Ist aber auch süß. Miss Honorary Knight! Oh Gott, wie süß. Didn't I do great? I felt like I really was the fiery maid. Du bist super, Klee. Wow, great costume, Glee! As soon as Paimon saw your shadow, she thought straight away, what a cute hat!
Ist die knuffig? Ja, leider das Kostüm gibt's nicht kostenlos, nur das Kaya-Kostüm. Eine würdige Hexe. Cleo loves it! Thanks, Mr. Zosimos! Oh, wait, no, I mean, Mr. Director. Mr. Director? Oh, no one's ever called me that before. Thank you. My dear little mage, thank you so much. Oh, I'm so happy. Miss Adia said that she tailored it a little bit so it would fit me, but you were the one who designed and made it. You're amazing. Yeah, that's amazing. And it sounds like Adia did a great job too. It was nothing really. Just one of those, oh no, whatever shall I wear to the ball moments. Sewing comes in handy at times like that. Sewing is an art in its own right. You're more talented than you give yourself credit for, Adia. Ich finde ja immer Leute so toll, die so Sachen einfach so schnell dahin nähen können. Ich habe auch eine Nähmaschine und kann ein bisschen nähen, aber so mal eben von einem Tag auf den anderen irgendwie ein ganzes Outfit nähen. Manche kriegen es hin. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich brauche ewig. Really? Oh, I'm just gonna go for a second. Please, chat amongst yourselves. She gets embarrassed so easily. She really can't handle being in the spotlight. Idia's a sensitive person and doesn't have a whole lot of self-confidence. I hope all the excitement hasn't brought her to tears. Don't worry. I'll go make sure she's okay. I'll see you all later. So, what did you all think of the play? Any thoughts? Ich kann Sterne wackeln lassen. Time to get serious. Now, are you sure you want to hear what we really think? Oh, absolutely. I had the courage to ask, didn't I? So, don't mince your words. Go ahead. Speak your mind. I can take it. Wenn das so ist... Okay, Paimon will go first. So, the dialogue at the beginning was pretty good, but it ran out of steam as the story went on. Paimon could tell that you ran out of inspiration somewhere along the way. The characters were honestly a little bit ridiculous. Paimon didn't get what you were trying to do. And when anyone started to show any kind of substance, suddenly the scene was over. Yes, all very good points, Paimon. I would add that in its attempt to pay tribute to the series 1,000 Nights, all semblance of a coherent was sacrificed. Plus, I do have to penalize you for the issues. Miss Adia, what are you doing back here? Die will nur motzen. Oh, you know, I return like the tide when people start discussing something important. Especially when it has to do with criticizing my show. Ich sag doch, sie wollte nur motzen. But there was one thing I liked about it. Just one, mind you. The story had a good ending. Freundin, Idia ist ja noch strenger als Paimon. You think so? I thought I was letting him off lightly. Adia, could I borrow you for a moment? Oh, sure. Excuse me for a moment. Back to you, Paimon. Keep up the good criticism. Okay, in that case, Paimon did have one other Jetzt macht den armen Kerl doch nicht so fertig. Let's hear it. Taking criticism on the chin is all part of being a director. Kritik kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Kunst der Rückmeldung. Ha. Wieder was für ein Bildungsauftrag getan hier. The ending was all wrong. The girl's motives were clear and simple the whole way through. It was kind of jarring when all she had to say was, I don't know. And doesn't anyone else find it weird how her whole community was on the run, but she was only looking out for herself the whole time? Jetzt ist sogar das schöne Ende nicht mehr so schön. I'm fine. I'm not going to improve without feedback. I also learned a lot this time with the chance to be off stage. To be honest, it was a dream come true. What a great attitude. You don't seem upset at all by our comments. I wouldn't say I'm completely unaffected, but you're only speaking the truth. They're all very valid points. Ich habe nur meinen Drang, random Fakten zu teilen, besänftigt. Still, Immer her now that damit. Paimon thinks about it, you did finish the script in a bit of a rush. Maybe we were being a little too hard on you. Es sind wirklich hohe Ansprüche. That's perfectly fine. Nothing is as important to me as my work on the stage.
We all use our imaginations when we're kids, right? I used to play with dolls and my own cardboard cutouts by the light of an oil lamp. Fast forward to now, and in many ways, I'm still that same little kid. Lying on his bed, making sound effects. And I get the same joy from running a show now as I did in my little bedroom theater. Of course, a director can accomplish nothing without a cast and crew. So on that note, I want you to all know that I am eternally grateful to each and every one of you. Hey, don't mention it! We had a blast! Okay. Ah, das Here, letzte take Teil. this. Okay. Your component, as promised. Eine Lampe. Wir haben jetzt eine Bonbonschachtel, eine Lampe und was war das andere? Ein Zahnrädchen, glaube ich. It's the bottle from the show! The one that lit up when I blew into it. Okay, ich möchte Klee in dem Kostüm knuddeln. Wie niedlich ist die bitte? Ja, es ist echt... Also von allen Kostümen, glaube ich, bisher mit Abstand das niedlichste. That's right. Can you guess the secret behind why it lights up? Öl? Feuer? Oh, maybe there's an invisible fairy inside that opens its eyes when you blow into it. Das ist auch eine süße Vorstellung. Bingo! You guessed it. Ach, echt? That should do the trick. Oh, wait, this needs tightening up a little. Hold on. This will only take a second. Na, Kaya kriegt auch sein Kostüm. Oh, da drüben ist es plötzlich so lebhaft. This outfit's more fashionable than I imagined. Excuse me, everyone. Do you have a moment? Especially you, Zosimos. Idea wants to do a little something for you. A dream come true? Yes. She said that as useless as she is, she wants to do something for you as the first person to have heard of your dream of being a director. Her words, not mine. I'd have to disagree, though. I have never thought of Idea as a useless person. How is this suddenly about me? If everybody is ready, then I'd like to invite tonight's male lead to take the stage. Ding, ding. Oh. Cool! Kaya's turned into the real Dagger Bandit! How is me changing outfits supposed to make the director's day? It's just a prototype costume. Is he that easy to please? Don't be silly. If I know our director, nothing will make him happier than to see his ideas brought to life by the right actor. Gar nicht schlecht. Ich finde, es unterscheidet sich nicht so stark von seinem Standardkostüm. Das ist irgendwie so ein bisschen... Aber es ist okay. Well, then I'm happy to oblige. Who am I to argue with the star of the show? Zosimos drew up countless designs and made a few prototypes before landing on this one. It just needed some tailoring to fit properly, so I made a few stitches here and there. I hope the result isn't a disappointment. Oh, it's perfect. Idea, I'm... Es sieht nicht ganz so edgy aus. Ja, stimmt. Oh, I'm so touched. Thank you all. You've made me happier than I ever thought I could be. Taschentuch? Als Zosimos das erste Mal sieht, wie sein eigenes Stück aufgeführt wird, bedeckt er sein Gesicht mit seinen Händen. Man hört ein leises Schniefen, seine Augen scheinen feucht zu sein vor Freude über seinen wahrgewordenen Traum. How are you doing? Recovered? Das Kostüm hat was und dabei habe ich es eigentlich nicht so mit den Kerlen aus Genshin. Ja, ich glaube, Kaya ist aber noch einer der beliebteren. Diluc und Kaya. Oh, I'm good. Thank you again, Idea. Oh, please, don't mention it. Well, now that we have the final component, it's time to say goodbye for now. Let's head to the core of the Veluria Mirage and get this place fixed up. Ja, Can fixen. I keep wearing my costume? Please do, by all means. Both of you can keep your costumes. Yay! Keep wearing yours too. It looks amazing. Immer noch, ja, das ist jetzt die Frage. Aber ich meine, Kaya und Diluc sind immer noch so die Favoriten. Wobei, ich bin nicht so oft in den Communities unterwegs. Von daher kann sich das geändert haben und ich habe es nicht mitgekriegt.
agree with our mage. I'm sure it's not every day you get to play such an unforgettable character. Sure. I think I can be a bandit for a little longer. Bye-bye, Mr. Director. Take care, my dear friends. So, jetzt reparieren wir den Schmonz hier. Ich glaube, wir können eh hin teleportieren. Wo müssen wir denn hin? Ach du meine Güte, okay. Dann nehmen wir das hier, würde ich sagen. Oh, nicht viel Ausdauer da. Kurz ausruhen, dann weiterfliegen. Ich glaube, Ito war noch recht beliebt. Bin ich mir auch nicht sicher, wie der da so gerade dasteht. Oh, Eula and Kale! You got back before us! Yes. Idea had the water droplet send us a message just as the show was coming to an end, so we came back here to wait for you. How is Lessig doing? He finished all the maintenance work, but it took a lot out of him. He's now fast asleep in his room. Hält nix aus hier. Oh, I feel a little guilty. Ito ist auch cool. Cosplayer sehen immer so super aus. Ich habe echt noch kein Ito-Cosplay gesehen, aber ich war in letzter Zeit auch nicht auf Cons. Und ja gut, im Netz könnte man noch welche finden. Consider it his atonement. It's only fair that he had to do something constructive before being able to sleep soundly. Seriously, don't waste your concern on him. If you say so. Okay, without further ado, let's go and fix the domain. Isn't this where we first met Water Droplet? Stimmt, ja. The core of the Valerian Mirage is the largest streaming projector of all, and this domain is one gigantic preprint. Oh, so everything we've seen is created by this? That's incredible. So, to fix it, same process as usual, right? Do we need to use the preprint? Exactly. Well done. You catch on quick. It's hard to forget after doing it so many times now. Let's get going. This is the final step. Yay! Suddenly Paimon's really excited. The hub consists of these So. components. All you need to do is place them onto the foundation in the right shape. The right shape? But we've never seen what it looks like. Oh, don't worry about it. Close enough will do. As long as it can spin, it'll be fine. Should be fine. I think. Sometimes you have no standards whatsoever. Okay, wir müssen da was tun. Aber wir können nicht hochklettern. Wir müssen was hier irgendwie einsetzen. In den oberen Sockel. Ach, das Seil war noch das andere. Ich dachte, das war ein Zahnrad. War gut. Oberen, mittleren. In den unteren. Packen wir mal die Lampe. Das war der untere Sockel? Nee, jetzt habe ich den oben reingesetzt. Ich will auch in den unteren. Hä? Moment. In den unteren will ich die Lampe auswählen. Zack, abliefern. Ob das so passt. In den mittleren. Nee, in den oberen nehmen wir das Seil. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. In den mittleren nehmen wir die Bonbon. Also, hey! Auf Anhieb! We did it! But why isn't it turning?
The components are back in the core, and the hub is restored to its proper shape again. That's all we needed to do. Like any wound, it just needs time to heal. It'll probably just start turning again one day. Really? Okay. I thought that with your special abilities, you could get it turning again right away. What? Huh? All of us are dying to see it. Not just how the domain looks when it's fixed, but also Idea. In her element. I want to see Idea using her magic powers too! I bet they're super awesome! What are you guys talking about? And how is Clea on this, but Paimon isn't? Hat Paimon es nicht gemerkt? They're referring to our mascot's true form. As I've said all along, there's much more to Idea than she gives herself credit for. She has a very special power. Though, I think some of us have sensed that already. Did you notice right away, General? I only found out when I was chatting with Eula. So our general was the first to notice. It seems like she's more perceptive than she lets on. I'd say the same about you, Kaya. What the? All of you? No? I mean, I wasn't trying to hide anything from you, I promise. It's just, for people who stumble upon this place by accident, I think my current form is more approachable than my true one. I don't want people to get scared when they see me. Ich habe nie darüber nachgedacht. What is it? And whatever it is, how the heck does everyone know about it? Well, for one thing, I sensed elemental energy in the residents here, but none of them have visions. Sind die alle Wassergeister? Then my mind started to wander as I was reading a storybook, and suddenly, I had a thought. Since hydro-eidolons can change into any form, why not human form? Sind alles Wasserblobs, ja, glaube ich auch. You hit the nail on the head. All right. In that case, please allow me to introduce myself once more. Ja, nicht ganz. Okay. I am an Oceanid who was Oceaniden. exiled here Ah, when ja. the former Hydro Archon passed away. My name is Idea. Als der Hydro-Arkon starb. Okay. Unglaublich, dass du eine Okeanide bist. Wow! Idea! You're so pretty! Ich bin verliebt. Now that I'm in my true form, I suddenly feel a little embarrassed talking to you all. You look stunning. You should be flaunting this look at every opportunity. Oh, come on. I'm too shy. Wait, so does this mean that all the people we met in here are actually... I'm guessing that the human counterparts to these hydro alter egos are long gone. That's right. When they wanted to leave, I took them to the edge of the desert. The components are, in fact, gifts that they gave to me before they left. But I'm always curious about what brings people here. So I used the streaming projector to bring their wishes to life. The power to grant wishes, but only within the confines of the bottle. Exactly. It's a truly extraordinary light. I've just realized something. When the components fell from the core, it appeared as if they had returned to their respective owners. But actually... Solange sie nicht ständig sagt, the power of water is its ability to take any shape. Und was nicht alles. Solange sie nicht angreift, ist alles gut, genau. It was after the components landed where they did that their owners and the things associated with them arose around them to form the different zones. So now that the components have been retrieved, does that mean that all those things are gone? Don't worry. They'll be quite safe, as long as I remember them. However much we might criticize each other or get into scuffles, in this mirage, they will always be my friends. I had so much fun in the choo-choo cart and hanging out with Mr. Director. I'll never forget them either. Me neither. I'll always remember my adventures in this fantasy land. Very good. But it's probably time I set this wheel in motion. This one's all yours, Idea, our magical mascot. Please work.
Das ist so schön. Genshin überrascht einen immer wieder. Ja, es sind schon schöne Storys, die sie sich ausdenken, ne? Und sie werden immer besser. Das würde ich nicht ganz unterschreiben, aber es geht mal hoch und mal runter. Mal haben sie schon wirklich starke Geschichten, mal dann wieder so... Inazuma fand ich zum Beispiel gar nicht so stark, ehrlich gesagt. Aber danach ging es eigentlich wirklich gut voran. Nothing happened. Has it lost some power because of the incident? Oh, Also Sumeru war schon ziemlich cool. now. Not right off the back of everyone putting me on a pedestal. Ich bin schon aufs nächste gespannt. This is going to be my big moment. Oh. Give me a bottle. I'm hiding myself away. See you in 100 years. Die beiden Kämpfe um Lie waren echt super. Stimmt, die waren auch sehr stark. You're already in a bottle. What now? This was the only way. Now I'll never be able to show you how the Valurian Ja. Mirage is supposed to look. Wir müssen ja noch was für nächsten Sommer haben, nicht? Hold on. I have an idea. Yes, General Sangonomiya? If it's okay with you, would you let me borrow the Shinro casket from the domain's core? Ah, the Shinro casket. That sounds familiar. 1 second. Here. Is this it? Wow! A huge shell! Kokomi to the rescue, ja. The relic that Kokomi mentioned earlier. So this is where it's been hiding. It was once a ritual vessel used for making offerings in the Moun shrine. It's made from the remains of a yokai called the Shinkiro, and it can listen to the wishes of those who come to pray to build up Shinki. Several centuries ago, the relic was lost when the last prefect of Yashiori died in battle. Its final resting place was unknown. The pearl that goes with it should be able to sense the casket's location. But when, unbeknownst to anyone at the time, the casket disappeared inside the core of the Valurian Mirage, the pearl's light died out. Huh? How come? Well, imagine it was a sound instead of light. If the room is too big, you can't hear anything from outside the door, can you? Oh, I get it now. The shell must have been having too much fun one day and got locked in the solitary Natürlich, genauso muss es gewesen confinement room. sein. I understand now, too. The core has been wearing out recently. That's why you were able to follow the pearl all the way here. Klingt wie der Schatzkompass, den ich benutzt habe. Get back to the story. Without the offerings at the shrine, this vessel quickly loses its power. Yet countless people who have visited this domain brought their wishes with them and left a small piece of themselves behind along with their gifts. Wow! I never knew this thing was so powerful. It is. Powerful enough to help you repair the Valurian Mirage with any luck. But what do I do with it? It's simple. We just need to awaken it by telling it what we wish for. For example, my name is Sangonomiya Kokomi, the divine priestess of Watatsumi Island, and my wish is to use my critical thinking and strategic planning skills to bring a little more joy into the lives of my fellow Watatsumi Islanders, as well as the lives of everyone I cherish. Itia, what do you wish for? Me? My wish is that all those who have sojourned to the Valurian Mirage in the past will achieve what they truly wish for. Not just in this domain, but out there, too. Even though I know full well that trying to build a railway in the outside world is just a pipe dream, and that Maimuna will probably just go back to being a scholar. And I know that Zosimos has a lot of improving to do as a playwright. It's going to be tough for him back in Fontaine. Chasing your dreams is hard work. Das stimmt. Despite all of that, I still hope that somehow, someday, they will achieve their dreams.
unending power of our hopes and dreams is at your disposal. Look! The wheel's been fixed! Come on, hurry! Ja, und mit diesen Endsequenzen ist Genshin auch immer sehr stark. Back to normal. Geht es dir gut? Everyone's praise and curious questions went to my head. I said so many things I'm so ashamed of, and I lost the courage to live on. Please don't say that. Yours was a noble wish. Yeah, and you weren't granting wishes for yourself. You did it for other people. I have friends like that too. Other people's hopes and dreams are what motivate them. They'll work tirelessly just to see them smile. If you ask me, that's one of the most noble things a person can aspire to. Please, no more praise. I'm really not comfortable with it. It makes me feel so ashamed. Bei jeder Szene bekomme ich Gänsehaut. Ja, die sind schon richtig gut inszeniert. Sie sind aber auch so richtig schön auf Emotionen getrimmt, ne? Someone like me doesn't deserve so many people's praise. It's like I'm dreaming. Well, at least the domain is fixed now, and all the components are back in place. What's the matter, Klee? I suddenly have loads of more wishes. I want to ride the choo-choo cart again and look down from up on top of the big wheel. Is there a way to get up on top of the wheel, Edea? There is a way, but there's only space for a very few people. That's okay. I can go up by myself. But it'd be more fun with Miss Honorary Knight. Ich bin an deiner Seite, Fräulein Hexe. Are we sure about this? It's so high. What happens if we fall off? Ja, dann fallen wir halt. Du kannst doch fliegen, oder? Well, yeah, but Paimon's just worried for you. Don't worry. I'll be there to make sure no one falls off. I haven't been up there in a long time myself. Ach, es geht noch weiter. Ach du meine Güte. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Ja, Klee ist halt einfach Cuteness Overkill. Wenn sie nicht Fische in die Luft jagen würde. So. Wie soll ich denn jetzt da hoch? Da gibt es doch sicher einen besseren Weg als das, was ich jetzt hier treibe. Guck mal da. Sieht doch schwer danach aus. Ah. Das sieht doch gut aus. Moment. Gleich haben wir es. Ah. Nicht in den Baum klettern. Also nicht rein. Also, ach, egal. So. Hängen. Und jetzt? Wie jetzt? Betritt den Flugpavillon?
Ach Gott, okay. Aha. Gut. Dann fahren wir jetzt nach oben. Wow! So high! I can see everything! Ui. Idea, next time you need to bring Kaya and the others up here. Sure thing. So, müssen wir einfach hier stehen bleiben? Sieht so aus. Okay. Whenever people have to leave this domain, I like to come up here and spend some time alone after I've seen them out. They're always overjoyed when they first arrive and start bringing their imaginations to life. But once they realize that they can't take anything home with them, they get upset. Some of them can't bear to leave. Others regret ever setting foot in this place. Ja, das ist doch wie so ein Traum, wisst ihr? Wisst ihr, wenn er irgendwas Cooles im Traum macht? Oder erlebt? Und dann wacht ihr auf und denkt so... So diese Enttäuschung nach dem Aufwachen? Die Methode habe ich auch benutzt, um zum Yaemiko-Schrein zu kommen. Also alles gut. Do you ever get sad, Idea? I feel lonely at times, but not sad. A lot of people destroy everything they created before leaving, but some don't. Like the residents you met. Before they left, they asked me to make replicas of themselves using hydro-eidolons. Then they tasked these replicas with maintaining everything they built here, as if this was their way of keeping their dreams alive. Kenne ich zu gut. Das hatte ich in letzter Zeit öfter, weil ich wieder besser schlafen kann. Okay. Ja gut, dann immerhin guter Schlaf. Ist ja was. Aber ja, dieses Gefühl so... Irgendwas Cooles hast du gerade gemacht. Du bist geflogen oder du hast irgendwas gebaut oder du hast was Cooles, keine Ahnung, geschenkt bekommen und dann wachst du auf und denkst so dieser Moment, wo dich alles so enttäuscht. Mist, zurück in der Realität. Yeah, I don't know how they're faring in the outside world, but just the thought that one day they might achieve their dreams and live on the outside just as their counterparts do in here, that's enough to make me happy. Fliegen sind die besten Träume, oder? Das stimmt. Das stimmt. It feels like I'm here waiting for them in the future, where they've achieved everything they wanted. Idia, du bist so nett. Really? I just think that every dream, every wish is like a flame in a bottle. Whether someone is still working towards their dream or living it already, as long as whenever they think back to that spark of light within them, it still makes them smile fondly. Well, I feel super happy right now. Then I guess I finally paid Alice back after all these years. Funny to think I've been in the middle of a desert this whole time. It's just a giant muddy swamp to me. Time for Paimon to give you a nickname! Mud Fairy! Watch out for Idea the Mud Fairy! Sehr nieder, okay. How dare you mock me? Roar! I'll gobble you up in one mouthful! Bitte, schnell. Dann haben wir ein Problem weniger. I'm still embarrassed to have shown you my uglier side. But I'm glad the Valorium Mirage is up and running again. This place is going to be bustling with activity again soon enough. I hope you'll take some time to enjoy yourselves. Für unsere Träume. Yep. I want to get everyone together. For one last ride on the choo-choo cart. Okay. Jetzt gibt es noch ganz viel zu tun. Es gibt noch Nebenquests anscheinend. So, da geht es noch höher um... Ach, da ist es. Da ist es. Wie komme ich denn da dran? Komme ich dran vorbei? Also es gibt noch Nebenquests. Es gibt diese kleinen Minispiele. Gibt es noch genug zu tun. Ich denke mal, dann machen wir beim nächsten Mal Nebenquests. Wenn ich alle finde. So. Haha, das wollte ich mir noch mal einsammeln. So, wie komme ich jetzt heil wieder hier runter? Teleportieren wäre vielleicht gut.
Sprich mit Idia. Ja gut, wir haben es jetzt aber abgeschlossen. Das machen wir dann nächstes Mal, würde ich sagen. So, Attraktionen. Was ist denn hier noch? Okay, ich habe es einfach nicht ausgewählt gehabt. Skreddelschnitzel. Guten Tag. Hallo. Danke für dein Follow. So. Und die sommerliche Begegnung haben wir auch durch. Genau. Reise für das Paradies. Nee, dann würde ich sagen, den Rest machen wir dann wirklich beim nächsten Genshin Impact Stream. Kristall überschwänglicher Freude. Ach so, okay, den haben wir neu bekommen, genau. Und dann sammeln wir eventuell noch den Rest ein. Alles fit? Ja, soweit. Fit ist relativ. Ich gehe jetzt langsam ins Bett, würde ich sagen. Nächster Stream? Morgen schon. 20:30, da spielen wir Hollow Knight weiter. Wo waren wir denn da stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Lass mich überlegen. Ah, wir haben diese Düsenjet-Fähigkeit bekommen und ich weiß nicht, wo ich sie anwenden soll. Da waren wir stehen geblieben. Genau. Morgen, 20:30 Uhr, liebe Leute, Hollow Knight. Und ansonsten schaut einfach hier in meinen Zeitplan. Oder in der Info ist mein Discord-Channel verlinkt. Da werde ich dann rechtzeitig ankündigen, wann die nächsten Streams sind. Oder auf Mastodon. Da auch. Und ansonsten, falls euch die Zeit lang wird, gibt es noch meinen YouTube-Kanal mit ganz vielen Let's Plays. Von daher... Ich habe keinen Bot konfiguriert, Senna. Einfach in die Info schauen. Entschuldigung. Aber genau, wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ansonsten für Genshin Impact dann wahrscheinlich nächste Woche, Dienstag 20:30. Aber wie gesagt, schaut einfach in Discord oder hier in den Zeitplan. Sonntags, montags um den Dreh aktualisiere ich das dann immer für die nächste Woche. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Du schwätzt mir jetzt nicht hier rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaf gut, wacht erholt auf. Habt einen tollen Tag morgen und du eine gute Reise, Senna. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, dann am Donnerstag. Also morgen, also heute ist es nach Mitternacht. Heute Abend wieder. Bis dann, meine Lieben. Gute Nacht. Ciao, ciao.